So. Ja. Jetzt gucken wir nochmal, ob der Blitz ein zweites Mal einschlägt. Ich habe jetzt gerade wieder auf YouTube geguckt. Ich bin auf jeden Fall live. Das Video ist on. Und ich warte jetzt erstmal noch, bis ein paar Leute herkommen. Für all die, die sich das jetzt erst im Nachhinein angucken und nicht live. Ihr könnt dann auf jeden Fall nochmal warten, weil ich werde nochmal so, ja, mindestens eine Viertelstunde warten, bis ein paar Leute zukommen. Und dann fange ich erstmal an mit dem Livestream. Aber müssen ja erstmal Leute zukommen. Von daher wird es jetzt noch etwas dauern, bis ein paar Leute da sind. Und dann kann man so allmählich damit anfangen. Wenn ihr da seid, wenn ihr über Chat-Funktion verfügt, grüßt mich auch gern. Ich bin jedes Mal immer sehr erfreut, wenn hier Leute da sind. Und ich mit denen auch sprechen kann. Da die Chat-Funktion direkt unter mir ist, sehe ich das auch direkt und kann auch so direkt auf der Fernseher sehen und so auch besser mit euch interagieren, als wenn ich jetzt die ganze Zeit auf der Fernseher gucken müsste, also auf der PC hingucken müsst. Von daher, es ist doch etwas praktischer so. Hat sich bei dem ersten Livestream Observer definitiv bewährt für die PS4 Livestreams, deswegen bleibt der Kaste erst einmal unter. Jo, wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir einfach, wenn ihr Bock habt auf Unterhaltung, nicht schüchtern sei. Ich warte jetzt erstmal, wie gesagt, bis ein paar Leute da sind und freue mich einfach darauf, dass ich halt endlich The Evil Within 2 spielen kann. Oh, ich habe mich so drauf gefreut, ohne Witz. Für alle, die auch neu im Stream bei mir sind, nicht wundere, wenn ich als Modern hier mache, weil ich sehe mich dann hier und ich sehe dann auch hier unten drunter, wie viele Leute dann gerade derzeit so zuschauen. Ansonsten probiere ich natürlich hier mit euch mehr oder weniger in Augenkontakt zu sein. Aber ansonsten immer mal wieder so ein Schieler noch over. Oh, ich habe sogar noch einen Like gekriegt. Yay. Und deswegen nicht wundere, wenn ich dann als mal hier der Schielblick mache. Ach Gott, was habe ich mich gefreut, dass The Evil Within 2 erhältlich ist. Und ohne Witz, ich habe ja auch The Evil Within gespielt, habe das ja auch Let's Played. Und habe mich doch sehr drüber gefreut, dass jetzt ein zweiter Teil rauskommt, weil ich finde, um ehrlich zu sein, dass sie bei dem ersten Teil von The Evil Within so viel Potenzial hatten, aber tatsächlich haben sie kaum was draus gemacht, wie ich dummerweise finde. Weil es wäre so viel cooler gewesen, wenn Sebastian Castellanos, der man da spielt, wenn der eigentlich von Ruvik irgendwie so gedankenkontrolliert gewesen wäre und er denkt, er ist so in der Psycho-Welt unterwegs, aber eigentlich schlachtet er in seinem Namen irgendwelche rechtschaffene Bürger ab und er hält es halt für die Apokalypse. Das wäre so viel cooler gewesen, aber schade. Irgendwie hätten sie nichts aus der Thematik gemacht, wie ich finde. Es war einfach nur, ja, man könnte sagen, wie etwas besseres Resident Evil 4. Traurigerweise. Es war, ja, ich meine, es war auch der Entwickler von Resident Evil daran beteiligt. Insofern, ich habe eigentlich mehr erwartet. Die Welt war cool, die Monster waren cool, es war stimmig gemacht. Diese ganze Hirn-Psycho-Scheiße, das war schon richtig genial. Aber was sie am Ende draus gemacht haben, das war doch etwas dürftig, das war etwas, ja, das war etwas läppig, fand ich. Von daher, bei The Evil Within 2 bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe mich in keinster Weise spoilern lassen und habe mich hier auch nicht beeinflussen lassen von dem Spiel, was uns erwartet. Ich habe nur so LSB-Trailer gesehen, die mir zugeschickt wurden, dann auch noch unter anderem vom Kai. Und ich habe auch ein paar von diesen Gegnern gesehen, mit denen wir es zu tun haben. Also eigentlich, ja, so wie das für mich aussah, waren das so ein paar Psychopathen, die anscheinend wieder in dieser Parallelwelt, in dieser erschaffenen Welt da rumdoktoren. Unter anderem so ein wahnsinniger Fotograf und Künstler, der so ein bisschen an Xander Cohn aus Bioshock erinnert. Und unter anderem auch irgend so ein gewalttätiger Psychopath. Servus. Hi, Vegas Jake. Ich schaue nicht allzu lang vorbei. Football Time. Alles klar, kein Thema. Das passt schon.
Ich warte, wie gesagt, erstmal bis circa 19:15 Uhr, bis ein paar mehr Leute da sind und dann würde ich auch erst das Spiel starten. Ja, wie gesagt, The Evil Within 2 hat für mich irgendwie auch noch mit dem Flair so wie The Evil Within gewirkt, also wie der Vorgänger. Nur, dass du ein paar mehr Gegner mitmischen in dieser Welt als Ruvik selbst. Von daher, ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Es soll ja auch die Tochter von Sebastian Castellanos vorkommen, die im ersten Teil eigentlich immer nur in seine Tagebücher, in seinem Absturz sozusagen erwähnt wurde. In den Tagebüchern wurde ja immer mal wieder gesagt, er war mal ursprünglich der total angesehene Detective und er hat sich dann durch Suff, weil er sein Kind verloren hat, immer mehr runtergewirtschaftet und ist immer mehr zum abgefragten Versager, so wie der Oliver Kalkofe in der Wichser eigentlich war. Und hat dann in The Evil Within 1 nochmal seinen großen Auftritt gehabt, wo er nochmal zeigen konnte, was er so alles kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dieser abgehalfterte Typ im zweiten Teil von The Evil Within noch zu zeigen hat. Wundert euch auch nicht, wenn ich hin und wieder einfach mal den PC check, weil ich muss auch gucken, ob eventuell die Internetverbindung hängt, ob der Stream möglicherweise hängt und schauen wir das deswegen hin und wieder auch mal an. Und jo, die Likes, die generieren sich interessanterweise immer wieder aktuell, so alle paar Sekunden oder was, so alle paar, ja sagen wir mal so 20 Sekunden oder was, sehe ich dann unter meinem Video am PC, dass sich die Daumen hoch dann entweder verändern oder nicht. Derzeit bin ich natürlich bei nur einem. In dem Fall nochmal vielen Dank für denjenigen, der es geliked hat oder diejenige, die es geliked hat. Und ja, es ist etwas schade, sonntags hat anscheinend nicht so viele Leute Zeit, so wie ich das gehört habe. Es ist etwas schade, wir müssen wahrscheinlich auf Kai verzichten. Wir müssen eventuell auf Syltra K verzichten, die auch bei Observer sehr viel dabei war. Und die ist derzeit auf einer Con noch, also die macht ja auch Lab, so wie ich. Und die ist derzeit übers Wochenende auf einer Con. Deswegen kann es sein, dass die möglicherweise später noch zuschaltet und eventuell noch zu uns stößt und reinguckt. Oder, wenn ich mal so die Uhr angucke, oder dass es gar nicht mehr der Fall sein wird. Wird sich zeigen. Oh Mann. Entschuldigung, ich habe halt, wirklich, so gerade für eine Dreiviertelstunde, vor 45 Minuten, habe ich nochmal reichhaltig gegessen. Ich habe Rettichsalat gemacht, es hat noch Sauerbrote gegeben und noch Nudelsalat dazu. Gewittertuner Keitel, also ich bin derzeit so richtig, richtig satt. Es wird mir auf jeden Fall helfen, weil ich habe so circa vor, bis 23 Uhr den Livestream noch zu machen. Das heißt, für die 4 Stunden brauche ich auf jeden Fall die Power von dem Essen, was ich mal gerade eben gemacht habe. Und ich denke, Sauerbrote, Rettichsalat und Nudelsalat, das ist doch das Essen der Champions, oder? Und dazu noch stilles Wasser, das Königsgetränk. Zumindest was Let's Plays angeht. Jetzt mal ohne Witz, kennt ihr das auch? Wenn ihr draußen unterwegs seid und ihr trinkt dieses Wasser mit Kohlensäure und ständig also das ist bei mir zumindest so abartig, wenn ich arbeite bin und es ist warm oder so, oder ich arbeite mich warm auf Ausgrabung. Und wenn ich dann Wasser mit Kohlensäure trinke, das ist ständig dieses was so halber hochkommt, alter Falter. Seitdem immer nur stilles Wasser. Das Königsgetränk, eindeutig. Ja, ich würde sagen, da wir derzeit bei 4 Leuten sind, richtig, satt kenne ich gar nicht. Aber Rettichsalat klingt lecker, ja? Rettichsalat ist auch sehr, sehr lecker. Einfach nur den Rettich ohne und auf Kappe, dann Schäler und dann an der Raspel grob raspeln das Ganze. Und dann kommt einfach nur Essigöl und Salz und Pfeffer dran und fertig ist die Krummbeere, die Sache. Also das geht ziemlich fix, das ist ziemlich effektiv, ziemlich lecker und ich mag sowieso etwas schärfer und Rettich, ich liebe ja sowieso Rettichsalat. Vielleicht soll ich auch mal Let's Cook oder so machen. Da ich ja sowieso ziemlich gern koche, muss ich auch dazu sagen, wäre ja schon ganz cool so Let's Cook. Aber da wir jetzt auch schon 5 Leute sind, die Luft wird langsam dünn hier oben, würde ich sagen, dass ich so bis 10 noch in etwa noch warte und dann würde ich die Evil Within 2 starten. Nicht, dass ihr jetzt so hockt, wann fangt ihr endlich an, wann fangt ihr endlich an? Also ich würde sagen, wenn wir zwischen 4 und 5 Leute bleiben in der Zeit, dann fange ich tatsächlich um 10 nach 19 Uhr, also 19:10 Uhr fange ich an, The Evil Within 2 einfach an zu zocken.
Von daher, das passt schon. Hoffe ich für euch. Du kannst mir ja später mal das genaue Rezept schicken bei Fressenbuch Let's Cook. Ich wäre dabei. Das war eigentlich schon das ganze Rezept. Wie gesagt, einfach nur, du hast dann Rettich, du machst ohne das Zippel ab, du machst over die Grütze ab und dann wird das mit dem Krummbeerenschäler, also mit dem Kartoffelschäler, wird das einfach nur geschält, das Ding. Und wenn du das nackige Rettichteil dann hast als Stange, dann nimmst du Raspel und raspel das einfach nur grob runter. Das bringt wieder Muckis in die Arme. Und wenn du dann die Raspel hast, dann machst du die einfach nur mit Essig und mit Öl an. Das kannst du abschmecken. Und dann machst du nur ein bisschen Salz und Pfeffer drauf und fertig ist dein Rettichsalat. Das war's eigentlich auch schon. Das ist nicht groß. Es macht nur jede Menge Muckis beim Raspeln. Also so viel ist auf jeden Fall sicher. Ach ja, ich freue mich wieder auf Weihnachten. Oh, auf Weihnachten, da werde ich wieder für die ganze Familie kochen. Dann mache ich wieder als Vorspeise aus dem Game of Thrones Kochbuch. Das kann ich mir doch nicht merken. Ach Gott, Entschuldigung, wie wär's dann mit dem Rezept für für Wasserkocher? Kannst du das dann merken? Also ich werde an Weihnachten wieder für die Familie kochen. Da gibt es als Vorspeise dann wieder aus diesem Game of Thrones Kochbuch eine Pilzcremesuppe mit Schnecken. Oh, die ist so dermaßen genial. Die moderne Variante, ne, die mittelalterliche. Dann gibt es als Hauptspeise das mal den Schwestern-Eintopf. Das ist ein Meeresfrüchte- und Kabeljau-Eintopf, der in einem altbackenen Schwarzbrot, was man auskühlt hat, serviert wird. Und als Nachtisch wird es dann eine Fruchtschale geben. Eine kalte Fruchtschale, da freue ich mich sehr. Die wird wahrscheinlich mit, was war das, mit Melone, mit heller Melone und mit griechischem Joghurt serviert. Also da freue ich mich echt besonders drauf, wieder das zu kochen. Großartig. Aber ich würde sagen, die Zeit hat geschlagen. Wir sind 5 Leute. Ich halte mein Versprechen und los geht's. Profil wird initialisiert. Du kannst die Einstellung jederzeit im Optionsmenü ändern. Das verrate ich nicht. Meine Kochskills sind eher Level minus 9000. Herzlichen Glückwunsch. Aber nee, ich koche eigentlich schon sehr gern, muss ich sagen. Kommunikatormenü. Oh, der feine Herr. Pausenmenü haben wir da noch. Nahkampfangriff, wie immer mit R2, wie beim ersten Ach. R1 ist die Deckung. Zielen war mit L2, das kann ich auch noch. Arsenalmenü, oh, der feine Herr verfügt über Arsenal. Schnellzugriff haben wir mit der Pfeiltaste, das ist gut. Sprinten ist L3, also hier den lustige Knubbel hier gedrückt halte. Bewegung ganz normal. Schleichen ist R3 gedrückt halte, alles klar. Und interagieren neben Kontextaktionen. Ach Gott, ja, man hat so, der feine Herr kennt Worte. Dann hätten wir noch die Taschenlampe auf Kreis, Nachladen auf Viereck und der Kommunikator auf Dreieck. Okay. Bitte passe die Helligkeit so an, dass die Markierung in der Mitte gerade noch so zu sehen ist. Sind wir hier im grünen Lager oder was? Okay, also wenn wir das so machen würden... Oh, das wird jetzt wieder was, weil normalerweise, ich sag dann immer, ja, es ist ein Let's Play, komm, wir machen es in der Helligkeit. Aber, weißt was, wenn die uns das schon so sagen, ihr könnt mir ja immer noch sagen, Yankee, es ist so duster, macht den Scheiß heller, dann mache ich das auch. Aber, gerade noch so zu sehen, das wäre das Niedrigste. Weißt was, dann machen wir es doch auf der Stelle. Dann passt das schon. Speichert. The Last Chance Pack wurde freigeschaltet. Das habe ich, als ich es dann runtergeladen habe, noch gekriegt. Bonusgegenstände werden in Kapitel 2 nach dem Start eines neuen Spiels deinem Inventar hinzugefügt. Geil. Okay, kriege ich dann First Aid, ein bisschen Kraut zum Cruncher. Anscheinend Munition und Granate könnten das sein. Ein bisschen Olivenöl oder was, ein bisschen Motoröl und noch irgendeine Handfeuerwaffe. Okeli-dokeli. Dann legen wir doch los. Ich freue mich richtig drauf. Wer meinen Monolog am Anfang verpasst hat, ich habe ja auch schon The Evil Within gespielt und freue mich jetzt extrem auf den zweiten Teil, gerade weil der sehr viel versprochen hat und dass du mehrere Geisteskranke in dieser Welt rumwerkeln und nicht nur einen Ruhweg. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Jetzt fangen wir mal an mit einem... Moment, erstmal gehen wir in die Optionen. Und ich mag erst mal Hoppala. Ne, die Textsprache sollte bitte Deutsch sein. Und die Dialogsprache hätte ich bitte gern auch Deutsch. Dann hätte ich ganz gern beim Sound. Genau, machen wir erstmal auf 100. Das machen wir mal so richtig laut. Dynamik eng, breit. Ja, komm, machen wir breit. Controller, Lautsprecher. Ja, warum nicht? Komm, gib ihm. Dann, was haben wir dann da noch? Körnung, Igidigit.
Dann haben wir hier noch die Steuerung, alles klar. Art A. Oh. Was hat man da noch eigentlich zur Auswahl? Französisch. Oh, Le Evil Vidine. Ach du Scheiße. Okay, es ist also wirklich nur Deutsch, Englisch und Französisch. Alles klar, gut. Dann passt das ja so. Dann können wir direkt loslegen. Neues Spiel. Wow. Wir gehen das scheint wohl hier direkt im Polizeipräsidium zu sein. Da ist jetzt seine Tochter tatsächlich abgebildet und seine Ex-Frau wohl auch. Für alle, die einfach nur die Geschichte ohne große Probleme erleben wollen. Du findest mehr Gegenstände und kannst mehr Treffer einstecken, bevor du stirbst. Überleben für alle, die ein richtig schönes Survival-Horror-Erlebnis haben wollen. Behalte deine Ressourcen im Auge, nähere dich allen Situationen mit Vorsicht und sei niemals zu selbstsicher. Das bin ich sowieso nie bei sowas. Für alle Erfahrenen, die ein herausforderndes Survival-Horror-Erlebnis mögen. Ressourcen sind begrenzt und Gegner verursachen deutlich mehr Schaden. Der sparsame Umgang mit Gegenständen und strategisches Vorgehen sind überlebenswichtig. Nö, ich bin ein Feigling, ich bin ein Knetkopf, ich mache Einsteiger. Weil ohne Witz, es ist ja alles schön und gut. Aber ich habe einmal den Fehler bei Resident Evil 7 gemacht, dass ich auf Normalmodus gemacht habe und ich habe so eine Krawatte gehabt. Ich habe einen Hals wie Keksdoß gehabt wegen dem Scheiß. Deswegen Einsteiger. Und was haben wir dann? Zielhilfe ausgeschaltet. Wähle bitte aus, ob du die Zielhilfe nutzen willst oder nicht. Die Zielhilfe erfasst Gegner automatisch im Fadenkreuz, sodass der Kampf um einiges einfacher ist. Erfahrene Spieler sollten daher die Zielhilfe ausschalten. Ja, ich weiß nicht. Bei Uncharted 4 habe ich das auch gedacht. Jo, komm, mach mal die Zielhilfe ein. Das habe ich dann das halbe Spiel gehabt. Das hat es mal etwas erleichtert. Aber so richtig coole Headshots und so habe ich nur erzielt, als das Ding aus war. Deswegen, komm, ich kann hin und wieder mal einen richtig guten Treffer landen. Das weiß ich von mir. Von daher schalte ich die mal aus. Das mache ich selber. Das kriege ich schon hier. Haus in Flammen. Kind und Kindermädchen verbrennen. Oh, scheiße. Ja, und das Ganze passiert jetzt auch mit der herabfallenden Zigarette. Muss die Zeitung aber richtig alt und trocken sein, dass sowas funktioniert. So, jetzt noch ein Stück Wasser drauf. Oh, Kinderzeichnung. Ich gebe es zu, ich würde es auch nur für Ansteiger durchzocken. Bin zwar kein Schisser, aber sicher ist sicher. Sehe ich, ach so. Kapitel 1. Nein. Nein, das kann Ins nicht Feuer. Sein. Okay, wir erleben seine Hintergrundgeschichte, die man in The Evil Within 1 bisher nur über seine Abstiegstagebücher erfahren hat. Wir spielen ihn jetzt auch selbst. Servus André, freut mich, dass du es hergepackt hast. Wir haben gerade eben angefangen. Oh Gott, Lilly! Okay, also wir werden jetzt erstmal nicht ins Auto gehen, denke ich. Von daher, komm, gib ihm. Hua, öffnen. Tritt's ein, du Ochs. Boah, scheiße. Okay, das scheint wohl nicht so die gute Idee zu sein hier. Dann gehen wir halt hier durch. Ups. Scheiße. Scheiße. Das ist nie gut. Habe ich mit 4 auch nicht anders gemacht. Ja, besser so. Ich bin hier. Wo bist du? Oh okay, die ist aber. Oh nee. Oh leck. Oh leck, oh leck, oh leck. Wo hat's mich jetzt wieder rein verschlagen? Nee. Aber die Grafik ist schon mal ziemlich geil, muss ich sagen. Es macht schon jetzt was her, obwohl ich fast nur Rauch sehe. Aber unseren Bastelkastel, der sieht wieder ordentlich animiert aus. Und das sage ich auch bewusst, wenn ihr bei mir The Evil Within Ends nicht gesehen habt als Let's Play. Sebastian heißt auf Pelzig Bastel. Und da der Castellanos heißt, ist es halt der Bastelkastel. Halt durch! Ja, komm. Box dich durch, Bastel. Da kommen wir schon durch. Wir haben schon The Evil Within Ends überlebt. Da werden wir das auch packen. Ich bin hier, Lilly. Ich bin hier. Oh, nee, das sieht nicht mehr so gut aus. Das sollte man lieber dort hier gehen. Gehst du mal durchbasteln? Oder machst dich doch nicht todesmutig durchstürzer, Feigling. Okay, dann gehen wir halt so rum. Der feine Herr Baron mag lieber dort hier gehen als in den brennenden Raum. Und ich glaube, das Feuer hat auch von ihrem Zimmer aus der Ursprung gehabt, oder? Oh nee, ich sag jetzt nicht, die Komm jetzt raus! ist aus dem Fenster guckst. Lilly, wo bist du? Ich bin's. Papa ist hier. Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Oh, das sieht noch Albtraum aus.
scheint ein toller Typ zu sein. Dem sein Leben hätte ich auch gern. So als versoffener Versager mit Landstreicherbart hier in der Bar. Der weiß, wie man das Leben lebt. Und dann auch noch so Träume von verbrannte Schmelzgesichter. Ja, der hat's drauf. War grad sagen, das war doch die Altpartnerin aus dem Erster. Ist lange her. 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren. Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig? Und warum bist du ausgerechnet jetzt hier? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten. Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Was in Beacon passiert ist, ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Konnte er wohl offensichtlich nicht. Genau wie der Psychologe, den mein Boss mir vorgesetzt hat. Aber er hatte keine Antworten. Du schon. Erzähl mir alles über Mobius. So sieht er auch aus, was Soffa, aber ohne Bart. Herzlichen Glückwunsch. Ach, in so einer urige Bart an. Ich bin deswegen hier. Und? Was ist drauf? Woher hast du das? Alter. Lily ist am Leben. Lily ist tot. Gut an einem Tee Ich zu habe den haben. Bericht gelesen. Ich war auf ihrer Beerdigung. Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ausgerechnet ich bei mich seiner endlich Tochter? zeigen, nur um dich zu belügen? Lily lebt. Und sie ist bei uns. Aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Retten? Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Okay. Was er noch kann. Oh. Nicht so gut. Ich hatte gehofft, du würdest freiwillig mitkommen. Aber wir haben keine Zeit für diesen Quatsch. Wir brauchen dich. Lily braucht dich. Sehen ein bisschen aus wie Agente in der Matrix, die zwei Typen, die so dahin. Wie diese 2 Sidekicks vom Agent Smith aus dem Matrix-Filmer. Oh je, oh je, oh je. Das verspricht jetzt schon sehr toll zu werden. Du bist wach. Gut. Ja, super. Wo sind wir? Das ist eine unserer Einrichtungen. Das ist also dieses allmächtige Mobius. Sei vorsichtig, was du sagst. Du weißt nicht, wie mächtig die sind. Klar. So mächtig, dass sie einen abgewrackten Ex-Cop entführen, um ihnen zu helfen. Okay, also gefeuert sind auch noch. Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Schluss mit dem Scheiß. Wo ist Lily? Geduld. Alle Antworten liegen genau hier. Oh. Ist das eine Weiterentwicklung von Ruviks Maschine? Der Vorfall in der Beacon-Nervenklinik war ein bedauerlicher Rückschlag. Wer spricht denn da? Aber mit dem erhaltenen Wissen haben Der wir Verwalter. ein neues und stark verbessertes Dämmsystem gebaut. Okay. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies Großes erreichen. Wir Das sehe ich mussten anders. mit einem Geist beginnen, der rein genug war, um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Den Geist eines unschuldigen Kindes. Das ist schon ziemlich krank. Sie haben Lily an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir je getestet haben. Dank ihr war der neue
Vor etwas mehr als einer Woche ist Lilly verschwunden. Hat keine Signale mehr gesendet. Dann begann die Stam-Umgebung zusammenzubrechen. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches, technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein. Doch dann verloren wir den Kontakt und Stam fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Ich gebe Ihnen eine Chance. Nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen, sondern sie zu retten. Etwas, von dem Sie glaubten, es nicht geschafft zu haben. Sie können sie retten. Oder sterben lassen. Ihre Wahl. Das ist ja dieselbe Ausgangssituation wie bei The Evil Within, nur dass er das mal freiwillig reingeht, statt von Ruvik in der Anstalt gezwungen zu wäre, reinzugehen. Viel Glück, Sebastian. Und bitte, versuch mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn du es findest. Ich weiß, du vertraust uns nicht. Aber sie verfolgen die gleichen Ziele wie du. Okay, also Nein, Mobius Verbündete hängen wir da Kommt drin gut auch allein noch. Denk dran, melde dich, sobald du Lilly findest, damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ich bin hier für dich da. Okay. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Na dann, willkommen in der Matrix. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses verbesserte Stam aussehen soll, was von Ruvik und von dem Arzt entwickelt wurden. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der hieß. Der Sei ältere vorsichtig Herr. da drin, Sebastian. Wir verlassen uns auf dich. Puh. Stam-Eintritt in 3, Ja, 2, der Kidman traue ich auch keinen Meter. Eindeutig nicht. Vor allem, wieso sollten sie die Clay hier schützen oder retten wollen, nur damit sie dann nochmal als Kern für die Maschine fungiert. Die sind ja nur auf die Suche noch gegangen, weil die sich von der Signalsache verabschiedet hat, weil die keine Signale mehr gegeben hat. Nur deswegen haben sie überhaupt noch ihr gesucht. Bethesda Softworks Presents. Ziemlich kranken Scheiß. Okay. Also der Eintritt Tango Gameworks Production. Der Eintritt in die Welt ist jetzt wohl ziemlich nasser. Bei einem anderen war es so die Apokalypse, wo der eingetreten ist. Da ist so die Sitten, sag ich, die Stadt ist ja total zerfetzt worden in so einem postapokalyptische Trauma und Horror-Zerstörung. Und hier ist es einfach nur ein Fall durchs Wasser. The Evil Within 2. Ja. Sehr schön. Okay, aber wie gesagt, ich traue Kidman auch keinen Meter, weil die haben eigentlich keinen Grund, hier Friede, Freude, Eierkuchen zu machen und ihm aus reiner Nächstenliebe die Tochter wieder zu geben. Jetzt kann ich mich bewegen. Wo bin ich? Ja, habe ich auch nicht wirklich im ersten Teil ihr über den Weg getraut. Das gebe ich 8 zu. Was? So kann ich normal watscheln? Wenn ich es gedrückt halt, dann passiert das. Papa, hilf mir! Ich komme, Lilly! Ja, das passiert mal wieder, wenn man die Geister von 1000 Leuten zusammenpackt, dann kommen lauter Albtraumgeschichte. Aber sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Huch. Da ist da was. Es geht hier nur vor sich. Ah, war das wieder die Nervenheilanstalt? Ja. Das ist wieder die Beacon Nervenheilanstalt. Ja. Oh, und die Musik wieder. So geil, diese klassische Musik wieder, die man so häufig gehört hat im Spiel. Das waren schöne Hinweise auf der erste Teil grad. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ist das hier? Ein Telefon. Aus dem 19. Jahrhundert oder wann? Oh. Was
Tour. Oh, jetzt sind wir im Polizeirevier, oder was? Hallo? Sebastian, bist du da? Kidman? Was? Reiß dich zusammen, Sebastian. Du bist drin. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Wie ein höllischer Kater. Keine Sorge, es vergeht, wenn sich dein Geist dran gewöhnt hat. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So können wir die Kommunikation mit dir aufrechterhalten. Okay. Dieses Konstrukt ist dein Zimmer. Eine aus deinen Erinnerungen erstellte sichere Zone. Ah, so wie Meine das Erinnerung. im ersten Teil Wenn das so ist, wo sind dann meine Mit Frau der- und mein Kind? mit der Sieht Klinik. aus wie mein altes Büro im Crimson City PD. Dein Unterbewusstsein hat es erschaffen. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben dir Informationen in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Ja, da steht der Hafer mit Waschsuppe nicht auf dem Tisch, steht die Sache. Das ist unbekannt. Moment, da war da irgendwas, was ich interagieren konnte. Untersuchen. Hier sind Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja. Sag Bescheid, wenn du welche von ihnen findest. Du bist unser einziger Kommunikationsweg in den Stam. Sie stecken in Union fest und suchen auch nach Lily. Union? Diese Stam-Umgebung wurde entworfen, um einer Kleinstadt namens Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Wenn es jemand kann, dann du. Danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nur hier, um Lily zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst. Ja. Also, have you seen me? Habt ihr mich gesehen? Oder haben sie mich gesehen? Miles Harrison, ein William Baker, eine Yukiko Hoffmann, finde ich auch sehr cool, eine Deutsch-Japanerin vielleicht, und ein Julian Sykes. Und noch ein Liam O'Neill. Okay. Erstmal suche ich noch mal einen Hafer Waschzup auf dem Tisch. Aber da ist anscheinend nichts. Nur die moderne Braut oder was? Nee, wie hieß das Ding? Interior Now. Spannendste Magazin der Welt. Oh, eine Hat Daddy-Zeichnung. Lily mich gemalt. Es ist mit dem Rest zusammen im Haus verbrannt. Crimson University, Sebastian Castellanos. Aha. Hat wohl einen Abschluss hier, unseren College Boy. Ah, Syldraka, hi. Freut mich, dass du es noch geschafft hast. Ja, das passt schon. Ach, wenn du etwas später bist als gedacht. Wir haben erst so vor ein paar Minuten angefangen. Und ja, er ist jetzt gerade erst hier von Mobius-Agenten unter der Führung von Kidman gefangen genommen worden und in ein neues, verbessertes STEM-System geschickt worden, wo seine Tochter als Erstbatterie sozusagen fungiert hat, um die anderen Geister zu kalibrieren, die dort mit angeschlossen werden. Und er ist jetzt auf der Suche nach seiner Tochter. Meine erste Belobigung. Kurze Fühlt sich Zusammenfassung. wie ein neues Leben an. Und das ist Vermutlich wird sein, es das auch wahr. ist sein Safe Room hier, so ähnlich wie die Klinik in The Evil Within Ends, schätze ich jetzt einfach mal. Dass das hier das Safe Room ist, wo man dann auch speichern kann, vielleicht auch die neue Fertigkeiten und so weiter sich drauf laden kann. Bin ich mal gespannt. So, wir Lily, gucken uns erstmal dein um. Team. Und jetzt ich. Wir sitzen alle im Stam fest. Genau. Ich verstehe immer noch nicht, warum man sie nicht einfach alle aus ihren Wannen nimmt und aufweckt. So funktioniert das nicht. Ohne Kern sind wir aus dem System ausgesperrt. Entfernen wir jetzt jemanden mit Gewalt aus dem Stam, würde sie das töten und ihr Bewusstsein wäre drin Und gefangen. ja, die Tochter ist der Kern vom neuen Stam. Mobius Zumindest hat ja behaupten einen die das. wunderbaren Plan B. Das Zumindest offensichtliche behaupten diese Kommunizieren Mobius-Leute beschleunigt das. Und die haben auch ein Team schon reingeschickt, um noch Lily zu suchen nach seiner Tochter. Und die sind auch verloren gegangen. Tolle Spezialisten. Gut, jetzt gucken wir uns die Gestalte mal an. Der William Baker, gucken wir uns jetzt mal an. Der Anführer. Ah, okay. Ich sollte versuchen, ihn zuerst zu finden. William Baker, 39, männlich, 1,85 m, 87 Kilo, Anführer des Teams, Kampfspezialist, taktische Planung. Sieht aus wie ein Arschloch, der Kerl. Jetzt mal ohne Witz. Harrison. Ja, das sieht Kampfspezialist. auch nicht so toll aus. 37, Hoffentlich kommt er männlich, alleine klar. 1,78 m, 80 Kilo, Hardware-Spezialist, Reparatur, schwere Ausrüstung, Kampfspezialist. Ja, ob der alle klarkommt, das wird sich zeigen. Der Ältere, der sieht eigentlich ganz cool aus hier, der Liam O'Neill. So viele Techniker. Wahrscheinlich haben sie nicht mit Problemen gerechnet. 31, männlich, 1,78 m, 75 Kilo, Technikspezialist, Herstellung von Ausrüstung, Logistik. Der sieht eigentlich ganz cool aus.
Also irgendwie habe ich die leise Vermutung, dass man nur noch die Überreste von denen finden wird. Ja, das glaube ich irgendwie auch zumindest von ein paar von denen Gestalter. Sykes. Techniker. Ja. Wurde zumindest an Kleinfeuerwaffen ausgebildet. 30 männlichen, 1,72 Meter, 70,5 Kilo. STEM-Software-Programmierer. Okay, der ist also wichtig. Wenn er hier Software-Programmierer für das STEM-System ist, wird er wichtig sein. Nachrichtentechnik, Umgang mit Kleinfeuerwaffen. Okay, hoffentlich hat der es überlebt, der Kerl. Das wird wichtig sein. Hoffmann. Psychologie und Überwachung? Die könnte gerissen sein. Ja. Außerdem ist es eine Deutsch-Japanerin. Es ist Yukiko Hoffmann, von daher die muss clever sein. Alter 32, weiblich, 1,63 Meter und 50 Kilo, psychologisches Profiling, Teamsanitäterin und Überwachung. Ich denke, die hat auch hohe Überlebenschance, die Deutsch-Japanerin. Union, das Abbild jeder verdammten Kleinstadt. Sie wurde so entworfen, damit Probanden ruhig und entspannt bleiben können. Oh ja. Ruhig und entspannt. Das genaue Gegenteil von Beacon. Was in Beacon geschah, entzog sich unserer Kontrolle. Diesmal scheint ihr auch nicht sonderlich viel Kontrolle zu haben. Ich weiß nicht, was dir da drin begegnen wird. Wenn du Informationen brauchst, schlage ich vor, du redest mit den Einwohnern. Klapper die Gegend ab, wie du es mir im KCPD beigebracht hast. Ja. Du warst nie ein echter Detective, Kidman. Und du bist kein Detective mehr. Versuchen wir trotzdem, wie welche vorzugehen, okay? Ach ja, Shelby, die sich doch gegenseitig dissen. Aber ja, das wird bestimmt eine wunderbare Stadt sein. Das wird bestimmt so eine wunderschöne Kleinstadt aus der Hölle sein. Wenn ich mir vorstelle, man kommt jetzt so raus und da wird jetzt bestimmt die Leute hier, hallo Kamerad, möchten Sie vielleicht einen Liter Cola bei mir kaufen? Also das wird garantiert nicht stattfinden. Das sind dann wahrscheinlich eher wieder so Zombselmane, die hier anfangen rumzufreaken. Also das wird wieder so Kleinstadt aus der Hölle sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Ist das The Last of Us, was da abgebildet ist? Die Ellie aus The Last of Us? Nee, aber sieht wie Kidman aus. Okay. Ich habe zuerst gedacht, warum sollte Ellie aus The Last of Us hier abgebildet sein? Wir mögen keine Fremden hier. Ja, genau so Leute sind es dann. Wissen Sie, wo der nächste Grocery Store ist? Yeah, it's back the way you came. So Leute sind es dann. Katze? Ich hatte doch noch nie eine. Ist die rote Schleifchen an? Hat die rote Aare? Oh. Komm her, du Rotaare Kitzel. Hoffentlich ist die lieb. Ich hätte es gern, wenn hier eine Katze wäre. Auch wenn sie sehr glattes Fell hat. Projektor? Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit? Dia als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras. Ja, einige kennen das vielleicht sogar noch. Ich kenne das sehr gut. Mein Vater hat früher immer noch, die mal Bilder gemacht hat er die Dias gehabt, hat die immer daheim zurechtgeschnitten bei uns und hat die dann in so Klappdinger reingemacht und in den Dia-Projektor und dann haben wir uns unser Bild auf dem Dia-Projektor angucken können. Das haben wir noch sehr lang gehabt, so bis ich, was weiß ich, so 10 rum war, 12 rum. So 1998, 2000 dürften wir das dann geändert haben. Aber ja, das kenne ich noch aus meiner Jugend sehr gut. Die Katze aus den DLCs. Ah, okay. Ja, die habe ich leider nie gespielt, die DLCs. Von daher weiß ich leider nicht. Als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras sind Dias hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen und in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufen zu finden. Sie können mit dem Dia-Projektor in Sebastians Zimmer angesehen werden. Na dann schauen wir es uns doch mal an. Das sind aber Sammelobjekte. Ja, Dias sind auch toll. Auf jeden Fall. Wir haben unsere alte Dias auch noch. Das sind 2 Schränke voll mit solchen Kästen. Also das ist echt genial. Das sind dann nur so 50, 60 Bilder, 50, 60 Dias oder so drin in den Teile. Aber genial. Das hat einfach so was Schönes, Retro-mäßiges. Das verbinde ich so sehr mit den 90er, mit meiner Kindheit. Ja, so ist das halt. Ah, hier sind jetzt auch ein paar Dinger drin. Oder? Nee, nur das Ende. Okay, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 Dias sind hier insgesamt in so einem Kasten drin. In den DLCs war die Katze der Speicherpunkt. Man spielt da ja Kidman. Achso. Und sie hat sich dann hingesetzt und die Katze gestreichelt. Okay, aber schön, wenn man bei der Katze speichern kann. Finde ich schöner als bei dieser psychopathische, kranke Schwester aus dem Ersten. Okay, mit Kidman reden. Kidman, bist du da? Immer. Du hättest mir nichts von Lilly erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Wäre es nicht. Aber ich konnte nichts sagen. Ja, ja. Sie hätten mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann.
Warum sollte ich darüber lügen? Kam Mobius Manipulation. eigentlich auch schon in der Damit ich mich wie ein DLCs braver vor? kleiner Soldat benehme. Du hast mich schon einmal angelogen. Unsere ganze Freundschaft war eine Lüge. Okay, verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur 2 Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Die gute Schwester und Valium-Schwester, echt mal, ja. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. Ich mach dich fertig, so wie ich mein Leben fertig gemacht habe. Und was ist mit dir, Ketzel? Ah, die gute alte Gehirnflüssigkeit. Ja, Gehirnmedizin. Es gibt wieder grünes Gel. Es ist ekelhaft und kommt wie gewöhnlich von toten Gegnern. Aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fertigkeiten verbessern. Ja, die Gehirnsuppe Danke, ist wieder Kätzchen. da. Ja, danke, Ketzelfass. 700 Gehirnbrühe. No. Los, schlupp durch die Bett durch und wie es maunzt. Okay, da können wir den Projektor dann benutzen. Jo, man sieht in den DLCs die Story aus der Sicht von Kidman, wie sie von Mobius in den Stem geschickt wird. Ah, okay. Okay, alles klar. Weil Mobius hatte ich jetzt aus The Evil Within Ends definitiv nimmer im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen und gestehe. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Beim Livestream habe ich ja einfach die Möglichkeit, auch mal mich mal wirklich schön lang und ausgiebig umzugucken. Von da kommen wir, da hat sich jetzt aber nichts Neues mehr. Oh, da hat sich was Neues ergeben. Ah ne, nur die Hand zum Türöffner. Okay. Na du Ketzel, kann ich nicht speichern bei dir? Hihi. Aber die hat ein sehr glattes Fell. Das sieht schon fast ölig aus, deren Fell. Wie so Robbe, wenn sie nass ist. Also wirklich mit einer Katze hat das nicht viel gemeinsam. Es sind ja noch solche Vermisstbilder oder was, wie das im Enser so war. Augusthämmer, aber das Jahr kann ich leider nicht erkennen. 3 Jahre hat er am Anfang gesagt. 3 Jahre hat er noch ihr gesucht, noch Kidman. Das heißt, die Sache mit Ruvik ist schon 3 Jahre her. Ja. Wie in Beacon. Dürfte der Weg hier raus sein. Wäre Sehr eine gut. normale Tür zu viel verlangt gewesen. Ja, das ist eigentlich echt nicht schlecht, die Frucht. Speicherterminals. An Speicherterminals kannst du deinen Fortschritt jederzeit speichern. Du findest sie in Unterschlüpfen und in Sebastians Zimmer. Okay, also das ist dann so eine Art Walkie-Talkie-Aufladestation. Das sieht aus, als wäre das Logo von Mobius drauf. Dann speichern wir. Ach ja, da hat sein Walkie-Talkie dabei. Okay, ja gut. Er hat sein Walkie-Talkie dabei. Kapitel 2. Etwas liegt im Argen. Dann haben wir das jetzt. Mobius ist zu cool für Türen. Ja, genau. Die reisen lieber durch Licht in Spiegel, wie das jeder normale Mensch so macht, ne? Und los geht's. Zurück in den Spiegel. Ja, hat was von Alice hinter den Spiegeln, ne? Schon ein Schluck Wasser. Sebastian betritt den Stam. Kidman rät ihm, die Mitglieder des verschollenen Suchteams zu finden, damit diese ihm bei seinen Vorhaben unterstützen können. Sebastian macht sich auf den Weg nach Union. Oh, okay. Mehr habe ich nicht mehr lesen können. Wie war eigentlich die Con Syldraka? Das wird mich auch mal interessieren. Oh nein! Lily, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Wie sie guckt. So, erstmal wieder Wasser nachschenken. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Ja, da war sein Leben noch in Ordnung. Da war er kein fast offener Bastard. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast?
bin immer gespannt, wie viele von den Flashbacks das es doch geben wird im Laufe des Spiels. Jetzt ist alles, was mal schön war, weg. Und wir sind wieder in irgendeinem versifften Ort gelandet. Ja, erstmal wieder Dunkelheit. Okay. Ist das der richtige Ort? Muss ja wohl, oder? Okay. Ja, hinter mir nur dunkel. Erzähle ich dir am Wochenende, das gehört nicht wirklich in den Stream, aber ich war NSC, das übliche blutige Spiel, alles klar. Okay, ja, da können wir ja dann in einer Woche nochmal drüber reden. Ich freue mich auch schon drauf. Mit dir werde ich ja dann Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig, die erste Episode machen. Da freue ich mich echt sehr drauf. Mit dem Enser bin ich auch fast fertig mit der Aufnahme. Das heißt, wir können nahtlos dann anschließen. Aber ich habe mal überlegt, dass ich aufgrund von Aktualität wahrscheinlich nur zeitgleich zu Bioshock Ends, weil die Aufnahme bald vorbei sein werden, am Mittwoch oder Donnerstagabend werde ich dann wahrscheinlich noch das neue South Park Spiel, die rektakuläre Zerreißprobe dann bringen und Bioshock 2 erste Mal aussetze, damit ich mich erstmal auf das nochmal konzentrieren kann, weil mir als 3 Let's Plays und einen Livestream kriege ich gerade nicht viel. Deswegen, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir Bioshock 2 vorher aufnehmen, damit ich das in Reserve schon mal habe, die erste paar Episode. Aber ich werde dann als Let's Play noch Bioshock Ends oder zeitgleich zu Bioshock Ends, um dann danach, weiter South Park die rektakuläre Zerreißprobe erstmal bringen als Let's Play. Also für alle Viewer, man sieht dann auch mal meine Hackfresse im Let's Play. Nee, eigentlich gar nicht, weil Bioshock ohne Facecam aufgenommen wird. Bioshock lasse ich auch rein durch seine Umgebung und seine Atmosphäre wirken, nur bei Horrorspielen habe ich die Facecam mit dabei. Also die sehen dich nicht, die werden dich nur hören. Gut, daneben war zumindest mal nix. Ich habe jetzt mal nicht damit gerechnet, dass eventuell noch Suppe hier ist, aber schauen wir mal. Ah, stimmt ja. Dann rennen wir doch mal ein bisschen. Das tut dem alten Bastel-Kastel auch mal ganz gut. Ein bisschen so Flitzer. Aber er kann zumindest mehr als 2 Meter rennen, ohne gleich kotzen zusammenzubrechen, wie das im ersten der Fall war. Das ist schon mal sehr positiv. Wie sieht es dann aus mit seinem Faustkampf? Kannst du rumochsen? Und, kannst du? Nö, er ochst jetzt mal nicht rum. Schade. Ah, ich habe Taschenlampe. Okay, das ist schon mal praktisch. Ist das so ähnlich wie in The Last of Us? Ah, nee, da ohne. Die hängt an seinem Gürtel dran. Okay. Ich dachte, das wäre so eine L-förmige Taschenlampe wie in The Last of Us. Ach, ist das etwa Mobius Pendant zur Coolness von Türen und so weiter? Da gehen wir nochmal durch die der und gucken so mit auf die der. Alter. Also was für Freaks entwickeln sowas? Fein Tür, fein gut. Tür freund mir gut. Und? Aha. Da geht's zum William Baker. Alles klar, das war der A-Führer, wenn ich mich richtig erinnere. Von dem Mobius-Suchteam. Der Willy Becker. Taschenlampe, ja, die habe ich schon A, weil wer weiß, was hier alles rumlungert. Und ich bin mal sicher, Union ist kein freundliches Örtchen mehr. Das sieht ja schon so noch Psychonest aus hier. Und überall die klassische Musik, also das wird ja urig. In der Trailer gab es ja verschiedene Leute, so ihre Künstler und so weiter. Also da wird es auf jeden Fall ein paar Leute geben, die man da sieht. Also ein paar mehr von den Freaks. Mehrere Ruviks sozusagen. Und hier geht es jetzt endlich durch. Ich habe noch keine Waffe, noch gar nichts. Die obligatorische Bilder. Was zur Hölle? Alter! Der gehört doch zum Suchteam. Baker. Ja, der Beckers Willi, der ist jetzt ziemlich weg. Dann hat's wohl in einer ziemlichen Kaskade der Schädel zerbädelt. Alter. Sauberer Kopfschuss, würde ich sagen. Warte mal. Wenn er sich wieder zurückzuckelt, gucke ich mal direkt von vorne an. Ich glaube, das war ein sauberer Kopfschuss zwischen die Haare.
Und was das für eine Sauerei macht. Alter Latz. Nur so ein bisschen Schädelbrocke und Hirnflüssigkeit, du rechts, was neben ihm schwebt. Ja, das war ein glatter Schuss zwischen die Haare oder in die Stirnreihe. Wetten wir, das gehört zu dem Bereich von diesem Psychokünstler. Der schläft nur, genau. Keine Sorge, das ist nur eine Fleischwunde, das kriegen wir wieder hin. Und nichts Schlimmes, genau. Lass mich rote, das ist dieser Fotograf-Psycho, der jetzt, dessen Reich wir hier gerade betreten. Und allein schon die klassische Musik, die ist zwar sehr schön, aber Gänsehaut. Gucken wir es uns mal an. Alter. Ich würde mal sagen, das ist das Manifest der Schande. Alter, wie der Schädel sich hineinteilt und wie das Gehirn rausgeschmoddert kommt. Ist naheliegend, ja. Ich glaube es nämlich schon, dass es dieser Psychokünstler ist. Der Fotograf. Alter. Aber schon, es ist schon irgendwie hypnotisch. Das ist wie eine Lavalampe. Also es ist zwar schon ziemlich räudig, aber es ist doch hypnotisch wie so Lavalampe. Muss ich zugeben. Was gibt's denn hier Gutes? Guterler. Da hat wohl jemand eine Dunkelkammer gemacht. Gewitter erleiht. Ah, das fängt ja schon mal schön an hier. Nehmen. Was haben wir dann hier, Schönes? Informationen, 41. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Ja, ich nehme mal an, es ist dieser Fotograf. Foto von William Baker. Baker, Anführer des Suchteams. Er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand. Das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein. Aber wie ist so etwas überhaupt möglich? Wir sind in STEM. Hier ist nichts unmöglich. Hier ist alles frei, was krank und psychotisch und widerwärtig und rotzig ist. Hier ist alles, was mal schön war, weg. Eindeutig. Hier gibt's nichts Schönes mehr. Hier ist alles kaputt. Und hier ist noch was. Da sollte wohl niemand heraus. Oder hinein. Das ist wie so ein Zeitfeld, das den im Augenblick seines Todes gefangen hält. Ob er den Tod dann auch immer wieder spürt. Wer weiß, er wird es uns nicht sagen können. Der Beckers Willi. Ja, okay, ich weiß, du geht's dann weiter. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber ich mag mich erstmal so ein bisschen beim Fussellicht umgucken. Ich gehe immer gerne in Fussellichtkorridore. Aha, ich liebe das ja. Und, oh Mann. Aber ich will doch einfach alles erkundet haben. Hallo, du stolzes Tier. Was haben wir da noch? Ah, ganz schönes Bild, ja. Das wird ziemlich mies, ewige Todesqualen. Ich weiß nicht, ob man da noch Todesqualen hat. Wenn dir hier eine Kugel reinschießt, dann spürst du eigentlich gar nichts mehr. Das ist nur dieser kurze Moment. Das ist, ich glaube, der Schock ist schlimmer als der in Anführungszeichen Schmerz der Kugel. Das ist, du registrierst, oh Scheiße, das ist der Moment hier. Das ist der Moment, wo du noch gerade so registrierst, oh Scheiße. Und in dem Moment werden die Informationen, die das hier noch gehabt hat, gerade als Bröckchen 5 Meter weiter geschleudert. Also das ist eigentlich keinerlei Schmerz. Das ist immer nur dieses oh fuck. Und ich glaube nicht, dass man das wirklich spürt. Ich denke, das ist wirklich einfach nur weg. Du hast gar nicht die Möglichkeit, das zu verarbeiten. Und alles, was dann kommt, von wegen, jemand steht noch da und schielt gerade aus oder so, ich denke, das ist alles nur noch Reflex. Das ist alles nur noch etwas, was das Hirn irgendwie noch als Endreflex hat. Also ich glaube nicht, dass die Leute, die einen Kopfschuss abkriegen, tatsächlich Schmerzen spüren. Das ist, ja, ich denke einfach nur, es ist wahrscheinlich für die Leute eher nur, ups, da kommt was. Und oh Scheiße, das war's jetzt. Aber wirklich, dass es Schmerzen sind, wie wenn du jetzt abgestochen wirst, wenn dir jemand ein Messer in den Bauch rammt und es immer wieder umdreht oder so. Ich denke, das ist schmerzhafter, erheblich. Oder ins Herz, ach. Ich denke, das ist tatsächlich erheblich schmerzhafter als einfach eine Kugel zwischen die Aare. Das geht ziemlich fix. Glaube ich zumindest. Ich meine, es hat ja auch noch niemand davon berichtet, der sowas erlebt hat. Wie bei einem Aal in der Pfanne. Fehlgeleitete Nervenimpulse. Wahrscheinlich, ja. Also es ist doch definitiv nichts mehr richtig, weil wenn du
Das würde ich dem Fotografen auch zutrauen. Ja, warten wir mal ab, was für künstlerische Objekte der noch so zeigt. Das wird sich zeigen. Aber, wie gesagt, ich denke, Kugel im Kopf, das ist schnell, das ist schmerzlos. Das Hirn verarbeitet es, während es schon 5 Meter weiter wegfliegt. Also, du ist nichts mehr. Während du, wenn du zum Beispiel jetzt erstochen wirst oder wenn dir jetzt so so ein Messer ins Herz reingerammt wird oder in die Seite oder sonst wo, das spürst du eher. Messer im Kopf, das wird wahrscheinlich genauso schnell vorbei sein. Irgendwo klingelt's. Ich sag jetzt, das ist Zoe aus Resident Evil 7, die sich im Spiel geirrt hat. Schauen wir doch mal. Und hier ist nix. Auf die andere Psychopathe bin ich ja auch mal gespannt. Aber jetzt sieht sie wohl aus, als wären wir als erstes mal bei einem Fotograf. Von daher nehmen wir uns dann erstmal dem seiner an. Und gehen wir ans Telefon. Sind wir mal so höflich. Ich denke, das wird das sein. Hallo? Scheiße. Wer war das? Okay. Mhm. Da geht der auf. Gehen wir doch mal rein. Wenn er da? Was steht dann da? Manuela Roberto. Die kenne ich mal nicht. Kommt die in den DLCs vor oder ist die neu? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja, renn da mal Bastel. Ich kenne ja die ganze Zeit nicht hier rumkrieche. Immer diese Kinder mit ihren Klingelstreichen. Gehen wir doch mal hoch. Holen uns mal da um. Aber es sieht zum Glück nicht so aus wie in Layers of 4. Das war schon etwas übler. Ah, es war aber auch so ein tolles Spiel. Layers of 4. Großartig. Okay, in den DLCs gibt es keine Manuela. Alles klar, dann muss die wohl neu sein. Da geht's dann hier durch? Oder wie die hieß? Ja, eine Manuela war das. Da kommen wir auch nicht durch die Dinger. Dann gehen wir doch erstmal hier entlang. So rum war das. Genau, Kreis war die Taschenlampe. Hier haben wir noch einen Clou, oder? Informationen. Was ist das mal? Verzierter Brief. An Bewerber S.V. Herzlichen Glückwunsch, Wahrheitssuchender. Danke für die Teilnahme an unserem Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, Sie auf der nächsten Wissensstufe willkommen zu heißen. Melden Sie sich bitte mit diesem Brief beim nächstgelegenen Mu-Center, um vom Bewerber auf Probe zum Mu-Schüler aufzusteigen. Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhabene Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Handschriftlich auf der Rückseite des Umschlags vermerkt: Lügen, alles Lügen. Okay. Warum nicht? Was ist da? Grant irgendwas. Warum auch nicht? Ach Mann, ich bin doch auch ein Knödelkopf. Ich muss mich erstmal wieder an die Schaltung hier gewöhnen, an die Tastaturbelegung. Ach ja, schön, schön, schön. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Und was ist dann hier noch? Nur eine dunkle Nische. Und nee, nur Spiegel, Dreck und Tränen. Und hier eine wunderschöne Tür. Gehen wir doch mal dort hier, wo der Vorhang sich doch schlängelt. Ach du Scheiße. Oh nee. Manege frei für den Rosettenkasper oder was? Nee, nix. Gott sei Dank. Jetzt wird gerade noch so ein Pennywise da hinten dran rausgesprungen kommt. Er speichert. Hallo? Oh. Ich glaube, das tut mehr weh als der Kopfschuss. Ups. Scheiße. In Deckung gehen und Deckung verlassen. R1 halten. In Deckung gehen, wenn das Deckungssymbol erscheint. Das Deckungssymbol Abbildung 1 erscheint, wenn du dich vor einer gültigen Deckung befindest. Bewegen in Deckung L. An Deckung entlang bewegen, Ecken umrunden. R1, okay. Wenn du in einer Nähe einer Ecke in Deckung bist, wird ein Pfeil angezeigt. Bewege dich mit L in die angezeigte Richtung.
um die Ecke zu umrunden und die Deckung zu verlassen. Okay. Dann probieren wir das doch gerade mal. Okay. Wow, man sieht hier auf YouTube teilweise gar nicht, weil es mega dunkel ist. Könntest du es vielleicht ein bisschen heller machen? Ja, absolut kein Thema. Machen wir doch. Optionen. Ich habe das schon am Anfang gedacht. Upsala, die wollte ich ausgeschaltet lassen. Hab das am Anfang schon gedacht, aber denken wir schon hier. Moment. Steuerung. Wollen wir es dann? Aber die Lautstärke ist in Ordnung, oder? Ich hoffe, die Lautstärke ist echt in Ordnung, weil The Evil Within Ends war auch so Flüsterspiel. Grafik, Sound. Wollen wir es dann? Videolautstärke. Tastenbelegung. Nee. Grafik. Allgemein. Dialogsprache. HDU-Anzeige. Untertitel. Tutorial. Mittelpunkt. Fahrtenkreuz. Wo haben wir dann die Helligkeit? Verdammt. Hoppla. Wo haben wir denn die verdammte Helligkeit? HUD-Anzeige, Einstellung, Schwierigkeitsgrad ändern. Nee, darum geht's mir nicht. Ich mag. Bei der Steuerung haben wir es eventuell. Ich habe gewusst, ich jetzt höher schalten soll von der Helligkeit. Rotation, Tastenbelegung, Sprinten, Deckung, schnelle Drehung. Kamera, Vibration, nee. Gamma-Einstellung. Ah, da haben wir sie doch. Okay. Probieren wir es doch mal so. Eventuell ist es so besser. Ist es so besser? Oh oh. Okay. Wer zum Teufel war das? Das war Don Freako von der Ekelpatrouille. So. Okay, so könnte ich mich dann doof bewegen. Interessant. Okay, und so komme ich da wieder raus. Das ist wieder einer hier, den er hier niedergemacht hat. Wieder so einer, der hier ewig seinen Tod erlebt. Also das wäre grausam. Im Vergleich zum Kopfschussarino, zum Bäckerswilli, ist das hier schon erheblich grausamer. Das sind ja Details im Hintergrund, nicht nur schwarze Kästen. Okay, also jetzt ist es auf jeden Fall besser. Ich hoffe, es ist wirklich besser. Deswegen brauche ich euch auch als Publikum. Und ist es vom Sound her auch in Ordnung? Also hört man mich gut genug, hört man das Spiel gut genug und laut genug? Das wird mich auch noch interessieren. Ja. Ah na, ich wollte jetzt nicht zu Notrag hier. Wie der Anführer des Teams. Ja, nur erheblich garstiger. Und Schlitzi spritzt. Alter, die Musik. Also je näher mit dem Ganzen ist, desto mehr hört man auch. Dann hört man auch Musik. Sound ist gut. Okay, dann passt das. Ja, wenn man drin ist, hört man dann noch so klassische Musik dazu. Und sein Schrei, der verstummt, der so noch so irgendwie verklingt. Alter Falter. Das ist schon heftig hier. Ist wohl doch nicht so freundlich, wie es die Kidman uns weismachen wollt. Das sind jetzt diverse Fototeile von einem Porträt von einer Frau. Gewitterduner Keitel. Ich muss einen Weg herausfinden. Ja, und das ist ein Mann mit weit aufgerissenen Haare, der schreit. Ach du Scheiße. Besser wäre es hier wegzugehen, bevor der Spinner nochmal kommt. Aber ich glaube, der wird auf jeden Fall wieder kommen. Hast du was? Oder sieht's denn so aus? Nö. Haben wir doch mal wieder die Lampe an. Du hast gerade geglotzt hier. Das mag ich aber nicht sowas. Da ist auch noch was. Wen hat's du weggezerrt? Ah, die Manuela Roberto wieder. Okay.
Warum habe ich das dumpfe Gefühl, die Manuela Roberto wird unser erster Gegner hier? Reizend. Okay, da kann ich drüber klettern. Da komme ich nicht durch das blutige, durch die blutig. Und hier komme ich natürlich auch nicht durch. Okay. Was sind wir dann da noch auf dem Tisch? Eine Information. Foto eines weiteren Opfers. Das Foto eines weiteren Mordopfers. Das ist eine Mobius-Uniform. Gut beleuchtet und scharf. Sieht so aus, als wäre ihm mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. Boah, was das für Fontäne wieder ist. Scheiße. Die Manuela Roberto haben wir bisher nie gesehen. Die scheint wohl einfach nur irgendwo weggezerrt worden zu sein von irgendjemand. Verschlosser oder von irgendwas. Bei The Evil Within kann man ja oft auch nur von irgendwas statt irgendjemand sprechen. Ja, da ist auch noch zu. Auch noch zu. Na gut. Dann haben wir hier erstmal geöffnet, was möglich ist. Gehen jetzt mal durch, wo geglotzt wird. Und denken dran, ich brauche euch im Chat nach wie vor auch als Maiare. Ihr müsst mir immer sagen, wenn ich irgendwas übersehe habe oder so. Dafür brauche ich euch. Oh, okay, da kommt man. Können wir da runter? Nee, da kommen wir nicht runter. Und dahin hat mich ja auch geglotzt. War nicht verkehrt. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich aber eher hoch. Oh. Da hängen welche kopfüber und gut verschnürt runter. Und ein gigantisches Pendel ist jetzt hier erschienen. Und es sind mehrere Bilder an der Wand jetzt. Zum Teil auch von aufgeschlitzter Kehle hier. Eine aufgeschlitzte Achillesferse. Die 2 verschnürte Gentlemen. Oh je. Ist das eine Beerdigung oder was hier dargestellt ist? Ich kann es schwer sagen, was das ist. Kann es echt schwer sagen, was das ist. Und natürlich Augen, die dürfen nie fehlen. Und können wir das irgendwie... Können wir uns an eine Seile hier zu schaffen machen oder so? Ich habe... Oh. Gefletschte Zähne. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, wir sind in so einer dummen Schleife gefangen. Und es wird immer übler. Je öfter wir hier im Kreis gehen, desto heftiger wird es hier. Habe ich irgendwie nur so dumpf im Gefühl. Wir wissen nicht, inwiefern und inwieweit sich das bewahrheiten wird. Also da können wir auf jeden Fall mal nicht hoch. In das Zimmer. Und ganz over? Nee, ans Seil kommen wir auch nicht ganz dran. Also durchschneiden oder so können wir die nicht. Vielleicht macht der Fotograf auch Hochzeiten, genau. Oh, scheiße, da ist er wieder. Ja, das sind bestimmt die besten Hochzeitsfotos, die der Kerl macht. Also ich stehe auf jeden Fall engagiere. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal das Licht aus. Weiß ja nie. Ich habe nicht so das Bedürfnis, von dem entdeckt zu werden, von dem Kerl. Und die Hochzeiten, wo der die Hochzeitsfotos macht, die stelle ich mir auch ganz toll vor. Okay, ich glaube, der ist wieder weg. Ich glaube nicht, dass wir uns gerade in seinem Radius befinden. Das war jetzt einfach nur um Art zu zeigen, er soll sich in einem Areal aufhalten und er wird bald wieder vor uns stehen. Bilder verändern sich, ach. Da ist wieder was. Oh. Oh, wen hat's dann hier erwischt? Mehrere Leute anscheinend. Oh je. Und? Ach du Scheiße. Himmel. Ja, allerdings Himmel. HR Fotofritze, Serienmorde und Hochzeitsfotografie, genau. Ach du Scheiße. Untersuchen. Habe es aber nicht gesehen, was drauf gestanden hat. Aber das sieht pervers aus. Der Ende hat Rose statt einen Kopf. Rebirth.
Wiedergeburt. Und es sind lauter Hände. Aus dem Endekopf sind Rose, aus der Braut. Aus ihrem Rücken wachsen mehrere Arme. Die haben alle Rose, Sträuße statt Köpfe. Und ach hier, Beinprothese. Ja, das ist ja die Braut, genau. Deswegen darf die auch so viele Arme da haben. Aber das hält nicht von sich aus. Das wird hier mit Seile gehalten. Natürlich mit Stacheldraht. Wer hätte es gedacht? Ist ja auch in The Evil Within 1 nicht häufig genug vorkommen, dass Stacheldraht überall war. Und ja, das hat schon irgendwie was. Es sieht zwar echt übel und pervers aus, aber es hat was. Also, das könnte tatsächlich schon als modernes Kunstwerk durchgehen. Das hat was. Es ist zwar wirklich total fertig, aber es hat einfach was. Oh, da ist ein Aufganger. Ich flüchte mich mal ins Gemälde rein. Ja, die sind aus einzelnen Teilen zusammengesetzt. Die Braut hat Flügel aus Armen. Unter anderem, ja. Die anderen Menschen hier, ach, das sind immer nur die Körperglieder, die dann so einzeln zusammengebatscht sind, sodass die wie Gliederpuppe wirken. Also Unterleib, Torso und so weiter, das ist alles abgehackt und separat dann dran gemacht, dass es wie so eine Anatomiepuppe aussieht, wie so Gliederpuppe. Und die Braut, die hat halt Flügel aus menschlicher Arme. Und alle haben sie keinen Kopf, sondern sie haben Rosesträucher. Und hier auf dem Boden sind diverse Klumpe. Da ist auch eine weibliche Brust, glaube ich, mit dabei, ne? Also das ist ein weiblicher Torso. Ja. Diverse Hände und Arme, die noch overgreifen und mit Stacheldraht immer mal wieder verwickelt sind an den Gelenke. Das ist schon eine arg perverse Art von Kunst, aber auf seine Art irgendwie auch schon genial. Also da muss man auch erstmal als Designer draufkommen. There in Beauty in the Madness. Ja. Ich meine, du musst ja auch erstmal für das Spiel irgendeinen Designer draufkommen, sowas zu machen. Ich meine, das sind ja auch tatsächliche Künstler, die sowas dann machen, beziehungsweise Designer, die sowas entwickeln. Und ja, die müssen ja gewissermaßen auch in der Schaffensphase mit drin sein. Das heißt, so ganz klar im Kopf können die alle nicht sein. There is beauty in the madness. So hast du gemeint. Okay, verstanden. Kein Problem. Schreibfehler können relativ schnell passieren, wenn man im Chat sehr schnell tippt. Ducken. Okay. Das war's. Job's done. Und was haben wir hier noch? Kennt ihr das noch von Alte Warcraft 3? Da waren immer bei den Menschen, wenn die Menschen fertig waren mit ihren Gebäude, haben die im Deutschen gemacht, das war's. Und im Englischen halt, Job's done. Das ist so großartig. Oh. Okay, jetzt kommen Erhängte. Ignoriert doch den Scorpion nicht. Wo ist er dann, Scorpion? Ah, ich habe wohl die Uhrzeit wohl nicht nachgeschaut. Dachte, es geht erst wieder um 8 los. Hi, Scorpion. Sehr schön. Freut mich, dass du auch hier bist. Ich hab's gar nicht gesehen. Echt mal. Das war jetzt nicht absichtlich ignoriert. Wirklich nicht. Und sehr schön, dass du es auch gepackt hast. Was macht da ein doofer Geräusch? Ja, sehr schön, dass du es hierher gepackt hast. Haben die alle Kapuze um oder was? Hi und kein Ding. Okay, das freut mich auf jeden Fall, dass du es hergeschafft hast. Oh, jetzt. Oh, nee. Ah, nee, der ist gepfählt. Okay, der wird mich nicht angreifen. Herzlichen Glückwunsch. Das sieht jetzt aus wie so Gespensterlein. Ja, den hat's wohl durch die Poperze durchgepfählt. So wollte ich schon immer mal nicht sterben. Und die Hände oder etwas leichtere Tod kriegt, die sind nur erhängt worden. Aber die Seiler führen teilweise in der Betonreihe. Mal wieder sehr schön. Die Darstellung von solcher Leute ist nie richtig bei solchen Spielen. Und nach hier, der Strick ist zum Beispiel nicht straff. Du hast keine richtige Knote. Wie sollen die dann überhaupt straff hängen? Das kriegen die meisten, also die
so ziemlich jedes Spiel, was ich bisher gesehen habe, wo sowas dargestellt wird, ist nie wirklich logisch gemacht. Nicht, dass irgendwie das Seil jetzt hier um so Rohr gewickelt ist oder so. Das kriegen die irgendwie nie gebacken. Und warum um alles in der Welt bluten die von ihrem rechten und ihrem linken Bä, wenn man sie erhängt hat? Was stimmt nicht mit dir? Also ich meine, bei den Pfählerinos kann ich das nur vollziehen. Die werden hier mal ordentlich durch die Rosette durchgebügelt. Aber die Erhängte sollten doch eigentlich recht sauber sein. Oh, da ist doch ein Glotzi. Hallo, das Auge beobachtet uns. Ja, natürlich hänge ich mich dort wieder auf. Das wird nie richtig und adäquat dargestellt. Oh, das sind hier die Daltons oder was? Sind die hier in einer Galerie? Haben die sich jetzt verändert, als ich mich da aufs Archi gedreht habe? Haben die sich jetzt verändert hier? Ich glaube schon, oder? Ja. Und hinter uns sieht es auch ein bisschen anders aus. Das ist jetzt eine Galeriewoche. Eine Allee. Ja, das ist schon merkwürdig von der Darstellung. Also sorry, aber ich achte halt schon auf Details. Und ich achte auch bei sowas auf Details. Warum auch immer die alle bluten, das ist mir jetzt ein Rätsel. Aber wir gucken uns doch mal die Kamera vom Mendel an. Okay. Eine schöne Spiegelreflex ist das. Mit einer schönen Ablende vorne und einem guten Objektiv. Das sieht ein bisschen aus wie my Canon Spiegelreflex, die ich selber habe. Das ist aber nicht dasselbe Modell. Nee, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ist auf jeden Fall nicht my Canon. Ach ja, ups. Und schon bin ich fotografiert worden. Jetzt hat er mich auch gesehen. Und jetzt hat er mich wahrscheinlich wieder im Visier. Vorher hat er wahrscheinlich nur geahnt, dass jemand hier ist und jetzt weiß er es ganz sicher. Hat auf mich gewartet und hat mich fotografiert. Jetzt bin ich in seiner Welt. Dumm gelaufen. Die aufgeknüpfte und die gepfählte sind weg. Und ich habe immer noch keine Waffe. Aber es ist auch noch kein Gegner hier. Oh. Das Bild von mir. Okay. Was zur Hölle? Was an sich aber auch schon cool ist, die Leute zu fotografieren, wenn sie überrascht sind. Das gäbe auch sehr schöne Bilder. Oh nein! Oh Gott, das ist doch Rubiks Schwester. Das ist doch wieder Rubiks Schwester. Und in was für einer asoziale Form. Alter Falter, sieht das cool aus. Du bin ich aber eben ganz schön verschrocken. Aber es ist wieder Rubiks Schwester. Ah, die sieht verdammt cool aus. Da hätten sie echt was Geiles draus gemacht, erstmal. Aber sie lacht ziemlich blöd. The fuck, allerdings. Aber sau cool gemacht, wirklich. Das wird die wohl nicht lang aufhalten. Ich stecke hier fest. Oder auch nicht. Okay, das ging nur fix. Hab ich's doch geahnt, das ist so instinktiv geahnt. Bitte greif mich jetzt nicht am Fuß, du haariger Oger. Wenn das Rubiks Schwester ist, hat die aber ein paar Köpfe mehr bekommen, ja. Man hat ja ein paar Mal gegen sie gekämpft. Was zur Hölle ist das? Aber sie sah aus wie Rubiks Schwester. Ich meine, Rubiks Schwester war ja mal ursprünglich ein sehr hübsches Mädel. Aber durch den Brand war die halt auch hinüber dann. Und da ist es halt so dieser Samantha à la The Ring-Woche. Uah. Und jetzt sieht es aber immer noch so aus, als wäre das Rubiks Schwester, finde ich. So rein von den Gesichtszügen mit einer feinen Gesichtszüge und schwarze Haar. Das könnte Rubiks Schwester immer noch sein. Und sie verfolgt uns auf jeden Fall. So viel ist sicher. Aber sau cooles Design von den Monster. Ich bin nach wie vor sehr gespannt, nur dieses Lache ist etwas nervig. Dieses ständige das hätte man ein bisschen modifizieren können. Aber ansonsten doch ziemlich cool gemacht. Wirklich. Zu hören. Ja, noch nicht. Warte mal ab, Bastel. Das kommt noch. Für alle, die das noch nicht wissen, bei The Evil Within, weil in The Pulse ein Sebastian Bastel genannt wird und er Sebastian Castellanos heißt, ist es bei mir immer der Bastel Kastel. Wann hattest du bitte die Zeit, die so genau anzugucken? Ja, wir hatten doch zum Schluss bei The Evil Within
Ja, genau, ich baue mir dort ein Leben auf in dem Schacht. Das ist jetzt mein neues Zuhause. Igitt. Und, wie ich die Zeit... Wow. Uns nochmal die Models angeguckt haben. Also wir haben uns da ja nochmal die Figuren angeguckt. Und da war sie natürlich auch mit dabei. Da habe ich so genaue Zeit gehabt. Das ist wieder der Ehre-Fotograf. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was besser ist. Der Schrubik-Schwester-Oger oder der Psychofotograf? Achso, die vielköpfige Olle. Nein, ich will mich herauswinden. Ich will kein Genickt wie ein Blackkrieger. Ja, in dem ersten Moment, als die angekommen ist, da hat man ja die viele Gesichter gesehen. Und ich nehme mal an, dass das Rubiks Schwester ist, die der Bastel hier ganz merkwürdig verarbeitet hat in der Welt. Puh. Okay. Die werden wir eventuell zum Schluss auch nochmal als Figur kriegen. Schauen wir mal. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein Messer. Das ist schon mal gut. Automatische Gesundheitsregeneration. Wenn deine Gesundheit einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensanzeige rot. Solange die Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sie sich schneller, also suche bei kritischer Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstecken und Erholen auf. Feldmesser erhalten. Ja, dann bleibt mal ein bisschen stehen, Bastel. Ja, der Schade war anscheinend echt nicht von schlechten Eltern. Yeah, jetzt habe ich endlich das Kampfmesser. Das wollte ich schon immer mal nicht haben. Vor allem nachdem das der Aerofotograf noch mir geworfen hat. Ja, das wollte ich echt schon immer mal nicht haben. Und was für ein Schlamper hängt dann hier die Maus von seinem PC runter? Das geht gar nicht. Ach Mann, ach Mann. Und ich habe gerade gesehen, 3 Likes schon. Yay, das freut mich. Es freut mich echt immer, wenn ich Likes so kriege. Ach ja. Oder es ist ein Kunstwerk von dem Fotograf, weil die ist ja auch aus Einzelteilen zusammengebastelt, die mit Stacheldraht verbunden wurden. Ah, das Stacheldraht habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Kann auch sein, dass das von dem ein Kunstwerk ist, ja. Ach, das kann sein. Ah, die obligatorische Doppelspritze als Gesundheitsinstrument. Spritzen. Die Herkunft des Medikaments in diesen Reisespritzen ist unbekannt, aber stellt etwas Gesundheit wieder her. Ja, wir wissen zwar nicht, was es ist, und es können Tetanus hervorrufen, und jeder Junkie hier in dieser Crackbude könnte sich das schon reingeföhnt haben, aber komm, gönn dir. Das petzen wir uns jetzt rein, natürlich. Ja, natürlich. Komm, das pfeifen wir uns jetzt rein. Weißt du, Deibel, was du für ein Junkie schon dran war, aber... Das ist doch der Bastel, dem ist es doch schnurzegal. Der pfeift sich alles raus, Hauptsache es dröhnt. Meine Güte. Und was gibt's dann noch hier? Also sorry, aber das ist manchmal dermaßen... ich weiß, STEM ist nicht Realität. Und man wird nicht wirklich körperlich dort mit Krankheiten und so belastet. Aber trotzdem, der gesunde Menschenverstand gebietet es einem doch einfach, dass man sich nicht einfach jede scheiß Spritze in die hohle Koppner jagt. Da haben wir noch was. Tagebuch im verlassenen Haus. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet: Ich habe gerade die Meldung erhalten. Jetzt kenne ich den Grund für die ganze verrückte Scheiße, die in den letzten Tagen passiert ist. Das schlimmstmögliche Szenario ist eingetreten, aber wenigstens muss ich nichts mehr vortäuschen. Diese Dinger, die ich gesehen habe, sie haben sich alle verändert. Es ist zu spät, um sie noch zu retten. Es wird Zeit, mein Training in die Praxis umzusetzen. Möge Gott ihrer Seelen gnädig sein. Und meiner. Da. 4 von 40 Informationen habe ich in dem Kapitel jetzt schon gesammelt. Das ist immer hier die Hälfte. Information wurde hinzugefügt. Drücke die Blabla und wechsle zur Registerinformation. Zum Touch-Menü, nicht so Blabla. Inventar, das haben wir jetzt. Ausrüstung. Feldmesser. Dieses große Feldmesser ist perfekt geeignet für Schleichangriffe und um dir zu mit Ketten verschlossenen Bereichen Zugang zu verschaffen. Außerdem ist keine Munition erforderlich. Ja, so sieht's aus. Armbrust, Bolzen hätten wir dann noch irgendwann, Komponente und anderes Zeug. Infos. Ah, okay. Ganz bezaubernd. Und was haben wir da dann noch? Infos. Erinnerungsfragmente, Daten nicht verfügbar, Tutorials, ja, das kennen wir schon.
Und Diaz. Sei lieber froh, dass die Logik der Spielbarkeit weicht. Ich denke, viele Spiele wären nicht das, was sie sind, bei realistischer Logik. Wahrscheinlich, ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, ich meine, man hätte ja auch Pille einfügen, wobei fremde Pille schlucke ist auch so was Sache. Man hätte ja, was weiß ich meine, man hätte ja irgendwas einfügen können, irgendwelche Beta oder so, in denen der man sich ausruht. Irgendwas in der Art, aber, wow. Das fand ich ja bei The Last of Us so fertig, dass man sich einfach so 20 Jahre alte Pille reinschmeißt, um damit seine Kampftalente zu verbessern. Ach ja, hier habe ich dann alles soweit. Ja, da war nur das Fensterlein. Dann müsste ich doch rauskommen. Von da komme ich. Oh. Okay, da muss ich anscheinend auch noch rein. Ah, ich habe doch so eine Neigung, das wisst ihr doch alle. Das ist so ein blöder, automatischer Mist. Das habe ich, glaube ich, mit Gronk als einziges gemeinsam. Ah, erstmal aufs Klo. Ach ja, hast du doch nichts besser als noch einer Verfolgung. Erstmal eine Schisserle zu machen. So, und dreht auf das Ding. Ja, weil mehrere Stunden im Horrorhaus schlafen auch viel ratsamer ist. Ja, du weißt, was ich meine. Aber sich einfach fremde Spritze pfeife. Und es haben so viele Leute Spritzerphobie. Ach, du weißt, was ich meine. Es wäre einfach schöner, wenn es irgendwas anderes da gäbe. Ich weiß nicht. Wasser oder so. Trinken Sie doch mal ein Wasser. Irgendwas, Alkohol. Oh. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Naja, jetzt kann ich dich immer noch gut gebrauchen, denke ich. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich... Vielleicht ist das der richtige Ort. Schauen wir mal. Das sieht auf jeden Fall etwas freundlicher aus als das Künstleratelier. Beziehungsweise die Künstlerwohnung. Ich hoffe, du bist hier. Ja, hoffen wir's. Foto der Familie Castellanos, dieses Foto. Ich dachte, das wäre für immer und ewig im Feuer verloren gegangen. Ich weiß noch, als wir es geschossen haben, Lillys Atem roch nach Zuckerwatte und Myra sah so schön aus wie nie zuvor. Schöne Scheiße ist das. Kidman? Sebastian, wo warst du? Ja, das Arzneimittel in Resident Evil Silver, genau. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Das Arzneispray. Etwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Das ist Baker eigentlich ganz ist cool. tot. Hier läuft... Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Mach Sarah. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja. Klar. Ah, jetzt, ich habe mich schon gewundert, wann das kommt. Trophäe erhalten. Willkommen in Union. In Kupfer. Okay, du hast folgende Gegenstände aus dem The Last Chance Pack erhalten. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß, 50 Schießpulver, 100 Waffenteile, ein hochwertiges Waffenteil, ein Erste-Hilfe-Koffer und 5 Kräuter. Sehr schön. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Diese Automatikpistole gibt einen Feuerstoß aus 3 Einzelschüssen ab und verursacht mehr Schaden als eine gewöhnliche halbautomatische Handfeuerwaffe, auch wenn sie dieselbe Munition verwendet. Diese Waffe war im The Last Chance Pack enthalten. Das gab's dann, als ich das Spiel runtergeladen habe. Schießpulver. Eine explosive Mischung aus Kaliumnitrat, Schwefel und Holzkohle, die in Munition verwendet wird. 12 Jahrhunderte alt, aber heutzutage immer noch genauso effektiv wie damals. Mit dieser Komponente können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Hochwertige Waffenteile. Diese Komponenten sind von höherer Qualität als normale Waffenteile. Sie können verwendet werden, um Waffenverbesserungen freizuschalten. Waffenteile. Verschiedene nützliche Komponenten, mit denen du an Werkbände-Waffen verbessern kannst. Erste-Hilfe-Koffer. Enthält Medikamente, die eine mittlere Menge Gesundheit wiederherstellen. Besser als eine Spritze. Erste-Hilfe-Koffer können aus Kräutern hergestellt werden. Kraut. Eine Pflanze mit heilenden Eigenschaften. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Waffen können an Werkbänken verbessert werden, die in Unterschlüpfen und an anderen Orten zu finden sind. L1. Okay. Ich mag das Ding verwenden. Noch einmal. Ich
Ich mag das Ding do over hier setzen. Waffentyp. Bin kurz AFK, wird also nicht antworten können. Alles klar, kein Thema. Ansonsten... Wie sieht's dann mit dem Messer aus? Gerade nochmal checke, was das Inventar angeht. Feldmesser, halbautomatische Handfeuerwaffe. Und das mit Feuerstoß. Okay, da haben wir noch Erste-Hilfe-Koffer. Feldmesser. Dann Armbrustbahn, Komponenten, Schießpulver und Kraut. Okay, Informationen gibt's noch was. Foto der Familie Castellanos. Und auf Arsenal zugreifen. Okay. Okay, mit R2 nach wie vor. Und das ist aber die stinknormale Pistole, oder? Warte mal. Ich will aber aus meinem Inventar, will ich die hier verwenden. Die mag ich eigentlich benutzen. Auswählen. Die mag ich eigentlich verwenden. Maximal 20, maximal 20. Nochmal. Waffentyp wechseln. Ah, hier kann ich. Okay, Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Genau, die mag ich haben. Wenn ich das schon in meinem Last Chance Pack drin dabei gehabt habe, dann will ich das auch benutzen. Sehr schön. Das ist die, die 3 Schüsse abgibt. Aber viel Munition habe ich derzeit eh nicht. Das heißt, ich muss mich auch umgucken. Und ja, es sieht genauso ranzig aus wie in der Umgebung von Crimson City aus der STEM-Perspektive. Also es ist bei weitem nicht der idyllische Vorort, wie sie es uns verkaufen wollten. Das ist nach wie vor diese ranzige Scheiße. Okay. So können wir schleichen und dann so einen Gegner wahrscheinlich wieder hinterrücks messern, wenn es soweit ist. Und einfach nur R2 ist das hier. Okay, der Messerangriff. Gut. Dort hat einer seinen Fernseher drin gelost und nach Suchen. Armer Mistkerl. Hier so verwiesen zu müssen. Ja, reizend. So möchte ich auch mal dahin scheiden. Draußen blutet's und der sieht aber schon lecker aus. Herzlichen Glückwunsch. Also aufmachen kann ich jetzt auch nicht oder so. Aber jetzt verfügen wir wenigstens endlich mal über Waffe. Das ist doch schon mal ein riesen Vorteil. Und es ist verregnet und wir sind im Wald. Großartig. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Genau. Ja. Zu ruhig. Das ist nur eine Vorstadt aus der Hölle, wo nur ein Serienmörder mit Fotos rumrennt. Der Leute in lustige Rubik-Würfel verwandelt. Hallo? Du musst essen. Hey! Die hat schon so verzerrt die Stimme. Ich schaue lieber mal nach. Mach's doch nicht. Die hat schon so verzerrt die Stimme gehabt. Das kann nicht gut enden. Geh ihr doch auch nicht noch. Geh ihr doch nicht noch ins Gruselhaus. Oh Mann. Hallo? Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Anna! Ich sagte, iss! Anna! Na also. Alter, ist es fertig. Alter, würde sich Gott nicht wünschen, es wäre tot? Rücksicht. Fuck! Du mit Hitcher war rechte müsse, Bastel. Ja. Du warst schon in Beacon. Du mit Hitch rechnen müsse.
Alter Falter. Ja, guter. Echt mal. Wohl bekomm's. Oh, nee. Die Frau Tentakel. Oh Gott. Na komm, die mache ich jetzt fertig. Ups. Na, das geht doch, oder? Das ist nur eine Fleischwunde. Komm, steh wieder auf. Du feige Schwein, steh wieder auf. Und was gibt's da Gutes? Gehirngel. Sehr schön. 200 Gehirngel hat sie gegeben. Kidman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Ja, habe ich. Dass es hier wirklich wie in Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in... Keine Ahnung. Aber Lily schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Okay. Wie sieht's mit dem Zombie-Bu aus da drin? Ich gehe doch lieber kein Risiko ein, jetzt mal ohne Scheiß. Und die Waffe schwankt doch ganz schön. Also du gehe ich lieber mal kein Risiko ein und schieß dann mal lieber einfach so in den Kopf. Weil... Ah, na. Was denn noch für Raffel hat? Ah, na. Pfui Teufel. Das Super Kasper? Nein, 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 ich esse meine Suppe nicht. Alter Falter, ist das ekelhaft. Und ja, das sind die armen Schweine von Leute, die hier in der Maschine mit eingebunden sind als Geister. Also vom Verstand her. WB Scorpion, WB, willkommen zurück. Oder welcome back. Ach ja. So, die Tentakelfrau mit der Dr. Soldberg-Allüre, die ist jetzt endgültig hinüber. Hoffe ich zumindest. Und dann gehen wir jetzt einmal hoch. Gucken uns so nochmal um. Eventuell gibt es eine Munition. Ich mag doch gerade mal was checken. Ja, ich habe die Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Das ist schön. Aber ich mag mich in den Häusern erstmal gründlich umgucken. Wenn ich hier schon die ganze Bagage abmurks, dann will ich doch, dass es sich lohnt. Und dass es hier noch was Schönes gibt. Zum Beispiel, ja, Schießpulver ist gut. 4 Schießpulver ist in Ordnung. Da können wir Munition damit herstellen. Ah, das gute Bett. Ja, da habe ich jetzt Bock drauf zu schlafen. Und hier, hinterm Sessel. Nee, da ist nichts mehr. Aber da es anscheinend auch Bolze gibt, weil ich habe ja hier schon gesehen, wenn man da auf Inventar geht, gibt es ja schon Armbrustbolzen. Also ich vermute einfach mal die Qualenarmbrust, die wird es auch hier wieder geben. Bin ich mal äußerst gespannt. Auf jeden Fall war diese erste Begegnung mit den Zombies hier schon ziemlich schäbig. Also das war immens räudig mal wieder. Oh. Hier kann ich jetzt nichts durchwühlen, oder was? Ich check nur so nebenbei auch immer mal wieder, ob das Internet noch funktioniert, beziehungsweise ob die Übertragung noch flüssig ist. Also wenn ihr Probleme bei der Übertragung habt, oder wenn ihr denkt, ich übersehe irgendwas, gebt mir doch einfach Bescheid, dafür machen wir ja den Livestream, dass ihr aktiv das Ganze mitgestalten könnt. Ach ja. Die haben überall nur so alte Böcke hier. Was ist das für ein Wache? Warte mal. Ein Shizue. Und das S ist auch noch falsch geschrieben. Shizue. Union. We're glad you're here. Okay, das wird wohl das Wappe von Union, von dieser fiktive Stadt hier sei. Ach du liebe Zeit, ich habe nur noch 2 Kugeln in der Waffe drin und irgendwas grollt oder explodiert. Ein neues Tutorial wurde hinzugefügt. Nahkampfangriff. Du kannst Kisten zerstören und geringen Schaden verursachen. Aber hallo. Ja, das mache ich auch immer mit Kiste. Mit dem Messer zerstöre ich auch immer massive Baukiste. Das ist ganz normal.
Deswegen bin ich auf Arbeit ja auch so begehrt, weil ich normale Baukiste aus massivem Holz, aus gezimmerten, einfach mit dem Messer zerschlagen kann. Okay, die Dinger kriegt er jetzt doch nicht klar. Und... nee. Okay. Das wird wohl alles nix. Aber... wir haben genug Munition und können wieder unsere Waffen hochladen. Das ist schon mal nicht schlecht. Zwar nicht volle Munition, aber immer hier. Ah, da könnten wir reinklettern ins Auto. Ah. Ja, komm, probier mal. Probieren wir einfach mal aus. Was war das so ein Scheiß? Klettern. Ich habe gedacht, er klettert ins Auto rein, aber nee, er klettert aufs Auto drauf. Der dumme Hund. Ich habe gedacht, wir könnten uns eventuell mit dem Auto hier ein bisschen Zeit sparen, aber nö. Komm, wir klettern nur lieber aufs Auto. Willkommen in Union. Wir sind erfreut, dass Sie hier sind. Das hört man noch gern. Sprinten verbraucht Ausdauer. Gibt es einen Grund zu sprinten, oder? Oh. Was denn jetzt? Könnten unser Mobius-Leute sein, oder? Warte mal. Bevor ich einfach zu denen renne, mag ich mich erst nochmal hier umgucken. Man weiß so nie, was man sonst verpasst. Kommt jetzt mal dort hier. Ja, genau wie damals, als ich vergessen habe, wie man einsteigt. Oh man, this must even more intense time. I forgot how to sit down. Oh Mann, oh Mann. Ja, manchmal kann es passieren, dass man sowas nicht hinkriegt. Okay. Macht nix. Kriegen wir alles hier. Hätte ja was sein können, dass da hinten jetzt bei der Straße noch was ist. In der Palz sind die Autos halt so groß, dass man reinklettert. Genau. Ach du Scheiße. Oh, der gehört auch zum Team. Das war der Ältere, der mich so sympathisch aussehend fand. Genau, der O'Neill. Gut, die gehören zu meinen Jungs. Oh. Dafür ist der gerade zur Snackbar erklärt worden. Herzlichen Glückwunsch. O'Neill hat sich in dem Haus verbarrikadiert. Der andere ist gerade die Snackbar für die ganze Viecher. Also leben doch noch welche. Ach so, paar. Verdammt. Gucks. Die Dinger sind überall. Ich muss Das war doch ein Kopftreffer. Ausquetschen. List- und Schleichangriffe, Schleichmodus aktivieren. Gegner werden vor allem durch Geräusche angezogen. Wenn du dich geduckt bewegst, kannst du das Geräusch deiner Schritte unterdrücken. Mit einem Schleichangriff X kannst du ahnungslose Gegner von hinten angreifen. Ja, sorry, das habe ich gerade mit der Kopf durch die Wand Methode gerade etwas anders gelöst. Kommunikatormenü. Man könnte einfach sagen, da ist die Karte. Unterschlupf, Speicherpunkt, Spiegel, Kaffeemaschine, Werkbank. Kaffeemaschine ist gerade das Wichtigste, finde ich. Verfolge den flüchtigen Mobius. Okay, alles klar. Also wie gesagt, die Kaffeemaschine finde ich gerade am wichtigsten, muss ich sagen. Und erstmal hier. Ein bisschen Gehirn noch Gehirngel abgezwackt. Es gibt nichts Geileres als grünes Gel. Bin ich süchtig nach dem Scheiß. Flaschen. Das Werfen von Flaschen kann genügend Lärm verursachen, um Gegner abzulenken. Flaschen können mit L1 im Arsenal ausgerüstet werden. Mit der Fertigkeit Flaschenbrecher kannst du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen. Wenn du ein neues Spiel für Einsteiger beginnst, erhältst du diese Fertigkeit automatisch. Sehr schön, das ist das, was ich gerade habe. Also ich bin ja auf Einsteiger, weil ich einfach zu feige für härtere Modus bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Jupp, da haben wir's. Moment. Die Flasche setzen wir gerade auf rechts. Das Ding setzen wir gerade auf links und dann ist gut. So. Dann können wir ja schmeißen. Dann sehen wir, ach, wie viele von denen das betrifft vom Schall her. Entdeckungssymbol. Wenn ein Gegner deine Anwesenheit bemerkt, erscheint am oberen Bildschirmrand ein Entdeckungssymbol in Form eines Auges. Abbildung 1, also das asiatische Auge. Wenn der Gegner dich endgültig bemerkt hat, öffnet sich das Auge vollständig. Abbildung 2, europäisches Auge. Sobald ein Gegner auf dich aufmerksam wird, weil du Geräusche verursachst, erscheinen Schallwellensymbole. Abbildung 3. Okay. Dann können die jetzt einmal hier wursteln. Das ist mir jetzt gerade egal. Ich will nämlich den eklige Kasperkopf da hinten abmurksen.
Die sollen jetzt doch mal ruhig in der Gegend unterwegs sein. Ich will den Ekeltyp jetzt abmurksen. Dich will ich meucheln, du Ekelsau. Komm her. Jep. Wundert mich, dass das funktioniert hat. Ich war die ganze Zeit in seinem Blickfeld drin, von daher. Es sollte lieber weggehen. Ja, sie haben mich entdeckt und sie haben meine Geräusche gehört. Das finden die nicht so knorke anscheinend. Hallo Jungs. Was geht? Und? Ups, scheiße, jetzt habe ich mein letztes auch noch vermurkst. Ja, komm schon her, ich schlitz dich auf. Du ekliger Tentakeltyp. Okay, 500 Gel hat er gebraucht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, also der erste Kampf hätte schlimmer ausgehen können, finde ich. Ja, der andere, der delektiert sich jetzt wieder am Leichnam von dem Mobius-Agent. Das darf er machen, das hat er sich verdient. Ich meine, er hat ihn erlegt, er darf einen Schmauser. Und er ist auch der Fetteste hier. Ja, sehr schön. Er ist auch der Fetteste hier. Von daher, der darf das. Ups. Steh wieder auf, Barstel. Hör auf mit denen zu spielen, mit deiner ekelhafte Beule-Freaks. Anna. Kinas. Kann's auch echt übertreiben. Gewitter erleid. Okay, das war ein guter Move gerade. Weg, 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 weg. Igitt. Igitt. Weißt doch, wenn anders du eklige Gretel hinter der Heck. Ich glaube, es ist Zeit für einen taktischen Rückzug. Lasst doch einfach von mir ab, ihr eklige Leute. Ja. Ihr wollt nichts von mir, ganz sicher nicht. Dreht euch um, geht bitte einfach weiter. Okay. Ich probiere das jetzt mal wieder anders. Ja. Ihr ekelhafte Kotze-Freaks. Alter Falter. Das ist doch etwas schwieriger als gedacht, muss ich sagen. Hopp. Jetzt wird die wieder darauf aufmerksam, wenn ich den hier meuchel. Boah, Alter. Ne, diesmal ausnahmsweise nicht drauf aufmerksam war. Der Hansel hat Schießpulver bei sich gehabt. Gut, bei den 3 Leiche kann ich auch noch mal ein bisschen flattern gehen. Dort gibt es jetzt gar köstliche 200 Gehirnsuppe. Und einmal 300. Und was hat der Kasper hier? Der schwimmt in amüsante 300 Suppe. Und den kann ich leider nicht essen. Also der ist schon leider vergeber. Und enthauptet. Köstlich. Wahrer Hochgenuss. Hier rüber komme ich nicht. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als nur auf der Straßenseite zu bleiben. Es erinnert so ein bisschen an Silent Hill, muss ich sagen. Da gibt es auch immer mal wieder so riesige Risse in der Stadt. Und ja, ne? Ist halt so. Also bei Silent Hill ist das sehr ähnlich. Und du zwack mal mit der Truthahnspritze nochmal köstliche 200 Gel ab. So saftig, ich kann nicht widerstehen. Bäh. Widerliche Freaks. Oh, was die da für Geräusche machen. Oh. Ach, da ist noch einer, der an der rumkaspert. Na gut. Dann Schleichangriff für ahnungslose Gegner. Da ist aber noch was ich haben mag. Und zwar ist hier noch eine Flasche. Ja, sehr schön. Schleichangriff für ahnungslose Gegner. Ja, das ist mir schon bewusst. Das habe ich auch vor, denn jetzt nicht einfach so. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Aber jetzt schleichen wir. Und dann nehmen wir noch eine Flasche auf. Das ist schön, dass es so mehrfach geht. Weil bei The Evil Within 1 ging das nur mit einer Flasche jeweils, die man immer frisch aufgreifen musste. Einmal in die Hüfte und einmal in der Rückerei. Ins Genickrei, so rum. Der hat gesucht. Und? Ochs. Na also. Oh, da kommen jetzt mehrere von dennoch.
Ja, mach lieber mal zu, das Ganze. Und jetzt muss ich noch dem anderen Kerl noch suchen. Okay. Das müsste eigentlich halten. Gut, dann passt es so. Da hoffen wir, dass unser O'Neill hier noch steckt. Das war eigentlich der, den ich gehofft habe, noch zu treffen. Weil der eigentlich ganz sympathisch aussah. Ah, okay. So, steht noch einer davor. Ja, mit unserem derzeitigen Inventar... Mit unserem derzeitigen Inventar sollten wir uns mit solchen Freaks besser nicht anlecken. Wieder da, was habe ich verpasst? Du hast eine großartige Action verpasst, wie ich im Nahkampf gegen mehrere von deiner Zombie-Gegner hier abgestunken habe. Und ja, jetzt die freundliche Leuchtaugen-Zombies sind auch wieder mit dabei. Genau, die sind auch wieder dabei. Die haben sich einer von der Mobius-Team reingezwitschert, aber der O'Neill, der hat sich aus dem Mobius-Team, der hat sich hier noch retten können. Und ich bin ihm jetzt hinterher. Hab von deiner Kreatur ein paar mit Schleichangriffe getötet. Und eine Spritze gibt's auch noch. Perfekt. Die jodel ich mir jetzt gerade mal rein. Und reingejodelt. Jo. Und wie gesagt, wir sind jetzt hinter O'Neill her, der sich hier verbarrikadiert hat. Oder versteckt hat. Oder eventuell abgehauen ist. Ich weiß es noch nicht, wie es aussieht. Aber im Kampfsystem habe ich schon ein bisschen versagt. Ich habe mal ganze Munition verballert, die ich schon gehabt habe. Und ich habe im Schleichangriff ein paar abmurksen können. Eigentlich alle, die hier waren, aber das war mir schlecht als recht. Eine habe ich gemeuchelt. Und dann kommt die Halbbagage von drei Viecher hinter mir hergerannt. Also etwas redundant. Ich muss das erst noch rausfinden, wie das richtig funktioniert. Bleiben Sie, wo Sie sind. Okay. Das ist Alles er, ist gut. der O'Neill. Nicht schießen. Schickt mir noch ein bisschen Wasser noch. Ich Die tu haben ihn sogar nicht. 2 gefressen. Der ohne Sehen Kopf Sie? am Graben hat er doch auch eine Uniform. Stimmt, genau. Es waren 2 von der Mobius, die draufgegangen sind. Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser Dinge, aber... Und nee, er hieß nicht das Jack. heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Und O'Neill mit Ich EA arbeite nicht für geschrieben. Mobius. Neal Aber mit ich wurde von ML8. Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Oh, okay. Es war sein Job, mich zu beschützen. Okay. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch, wir sind auf derselben Seite. Na Allah. Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Liam hieß er. Okay. Sie sind nicht von Mobius, aber... wurden O'Neills von ihm Unterschlupf. geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lilly gefunden ist. Wer ist Lilly? Hören Sie, wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ist in Ich Ordnung, habe kein vielleicht eine Thema. Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still. War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen es erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie es, sobald Sie draußen sind.
Wahrscheinlich empfangen sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. Gut, Kapitel 3, Resonanzen. Was mich etwas happig macht, ist die Tatsache, dass der Kerl sagt, nur der Kern, aber kann mit dem Namen Lilly nichts ausfinden. Geh nach draußen, benutze den Kommunikator, um die Stimme des Mädchens aufzuspüren. Ja, Ich glaube einfach, die Sache mit Lilly ist gelogen. Ich glaube, das Kind ist tot, weil wozu sollten sie das Kind von einem Polizist, was angeblich in einem Haus erbrannt sein soll, gerettet haben, um sie dann geheim für sowas zu verwenden? Das ist doch Quatsch. Deswegen, ich denke, die Lilly ist nur eine Vorwand, um Sebastian für die Mission zu holen, weil der halt schon mal diese Rubik-Welt in seinem STEM-Programm überlebt hat. Deswegen, ich halte es für Humbug. Ich glaube, Lilly ist tot. Und er wurde einfach nur als Vorwand mit Lilly hier reingeschickt, weil deren Kern durchgedreht ist. Und die Leute von Mobius wüssten ja auch sonst von dem Namen Lilly, denn da gibt man ja alle Informationen, wenn man die durchjagt. Und wenn die nicht wissen, dass der Kern angeblich Lilly heißt oder Lilly Castellanos, wie gesagt, ich glaube, da ist erheblich viel faul an der Sache. Vielleicht haben sie sie entführt und dann das Haus als Alibi abgefackelt. Eventuell, schauen wir mal. Okay, Vorräte. Draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ja, das klingt doch ganz gut. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen. Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Warum sollten Sie als was anderes als den Kern bezeichnen? Sie ist für die schließlich nur ein Teil der Maschine. Ja, trotzdem. Missionsstart, die Abtrünnigen. Untersuche die Mobius-Resonanz. Okay, jetzt gibt es auch so Sidequests, die man hier machen kann. Warum nicht? Das hat schon ein bisschen was von einem Fantasy-Rollenspiel. Oder generell von einem Rollenspiel. Diese was Dinger Stärkeres. sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten sie fündig werden. Ja klar, Das das sollte eigentlich friedlich sein. Aber Stem von Rubik ist doch genau dasselbe wie hier eigentlich, nur weiterentwickelt. Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach... Und die haben auch hier Lilly als Kern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Okay. Jetzt ist unsere Karte wieder was erweitert. Ihr Team. Bestand aus 5 Mitgliedern. Und ja, Mobius kam nie drauf, wie man das umgehen kann. Aber ja, offensichtlich. im Suchteam sind 5 Leute. Weil ach hier... haben Sie gerade Bestand gesagt? Ach, hier ist ja der Kern von Stem aus Lilly bestehend, aus dem Mensch. Nur haben sie halt... Nur haben sie halt ein Kind genommen, was unschuldig ist, statt Rubik als Kern. Aber als Anführer wollte er davon nichts. Hi Kai. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Fred mich an, ob du das zum hergeschafft hast. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke. Das weiß ich zu schätzen. Gut. Die Mission. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt. Hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein. Rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Dann ist gut, Hier wenn das fällt alles Monologstück auseinander. nicht so lang geht. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Wenn der so klug ist, warum ist er dann tot? Okay, das war's jetzt erstmal damit. Wir können hier reingucken und dort hat uns was markiert. Hier ist Mobius Transporter mit einer Hüterarmbrust und die Abtrünnigen. Da gibt's dann noch Vorräte.
Und hier Resonanzen. Geh nach draußen und benutze den Kommunikator, um die Stimme des Mädchens aufzuspüren. Okay. Hier können wir wieder speichern. Das ist doch schon mal ganz nützlich. Ich habe aber auch gelesen, hier gibt es eine Kaffeemaschine. Reden können wir mit dem 8. Das finde ich eigentlich ganz cool hier. Kaffeemaschinen. Wenn du Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Kaffeemaschinen brauen nach Gebrauch eine weitere Kanne, aber dieser Vorgang dauert eine gewisse Zeit. Das finde ich eine geile Erneuerung. Das finde ich echt eine geile Erneuerung. Dass das die Gesundheit wieder voll auflädt. Das ist schöner, als sich irgendwelche vergammelte Spritze mit unbekannter Munition mit unbekanntem Zeug zu pfeffern. Erst einmal einen Kaffee. Das ist doch schön. Das tut gut. Also das finde ich eine schöne Erneuerung. Dann haben wir hier noch Vorratskasten. In jedem Unterschlupf steht ein Vorratskasten, dessen Inhalt im Laufe der Zeit immer wieder aufgefüllt wird. Vergiss nicht hin und wieder hier vorbeizuschauen, wenn deine Vorräte zur Neige gehen. Das ist auch sehr schick. Oh ja, der Apokalypsen-Kaffee, der da schon seit Ewigkeiten steht, ist da ja so viel besser. Ey, es ist besser als nichts, oder besser als irgend so eklige Spritze hier sich zu pfeifen. Okay, da haben wir noch ein bisschen Munition, das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann lade ich erstmal noch, und das ist bestimmt eine Werkbank hier, oder? Da kann ich bestimmt was basteln. Jawohl, hier können wir was basteln. Werkbänke. An Werkbänken kannst du Munition und Gegenstände aus verschiedenen Komponenten herstellen und Waffen mit Waffenteilen verbessern. Sehr schön. Machen wir noch glatt. Das ersetzt wenigstens diesen Gehirnstuhl. Gucken wir mal, ob es denn noch gibt für die besondere Fähigkeiten. Also wenn wir mal wieder zur Logik zurückkommen, ich zweifle ja mal, dass Kaffee Verletzungen heilt. Ja, trotzdem, du weißt, was ich meine. Es entspannt halt einfach. Es ist einfach schöner. Was können wir dann herstellen? Pistolenmunition könnten wir zweimal herstellen. Gesundheit und Heilung, Erste-Hilfe-Koffer. Nee, das können wir nicht. Spritze könnten wir aber herstellen. Ja komm, das kostet ja nur 3 von den Dinger, oder? Aktuelle Komponenten. Ja, dann, achso, so rum. Einfach Halter. Trophäe erhalten. In Kupfer. Selbst ist der Mann. Dann haben wir hier noch Pistolenmunition. Das könnten wir noch einmal machen. Sehr schön. Können wir nochmal. Perfekt. Und das können wir sogar noch einmal. Ja. Das ist doch was hier. Ja, da können wir anscheinend mehr als genug machen. Da können wir immer nur 2 davon machen. Okay, nicht schlecht. Was können wir dann noch basteln? Spritze haben wir. Und Waffenverbesserung. Was können wir dann durchscheinend machen? Ich will aber nicht die Handfeuerwaffe. Ich will das andere Ding, was ich habe, was eh schon ein bisschen stärker ist. Feuerkraft. Magazingröße. Erhöht den Schaden aller Waffen derselben Kategorie. Ah, okay, das ist einfach generell für Handfeuerwaffen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Da gibt es da mehrere. Da gibt es wahrscheinlich dann Armbrust, Snipergewehr höchstwahrscheinlich noch. Und normale Flinte wird es wahrscheinlich noch geben. Bin ich mal gespannt, was es noch alles kommt. Okay. Derselben Kategorie. Das ist sehr gut. Da muss ich nicht jede Waffe einzeln verbessern. Das ist sehr gut. Erhöhen wir doch mal die Feuerkraft erst einmal. Das hat mich jetzt 90 Waffeteile gekostet. Magazingröße, das habe ich nicht genug dafür. Feuerrate kann ich auch nicht und die Nachladezeit geht auch nicht. Okay. Improvisieren. Wähle das Improvisieren-Symbol im Arsenalmenü aus, um Gegenstände ohne Werkbank herzustellen. Improvisieren verbraucht mehr Ressourcen als das Herstellen an einer Werkbank und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Improvisieren kann nicht als Schnellzugriff auf Gegenstände festgelegt werden. Quatsch eigentlich. Die Waffenverbesserung und die körperlichen Aufbesserungen wurden getrennt, soweit ich weiß. Es sieht auch so aus, ja? Okay. Die Hirnsuppe ist jetzt nur noch, um Bastel zu verbessern. Ja, genau. Das ist das Einzige, was uns jetzt noch fehlt. Das waren 10, das sind nochmal 15 Waffenteile. Das ist doch schon mal schön. Okay, dann können wir jetzt nochmal ein bisschen basteln. Bastel mal was. Haben wir 30 noch da. Dann können wir nämlich noch die Magazin... Moment, Nachladezeit ist vielleicht auch nicht mal so verkehrt.
Handfeuerwaffe verbessern. Hochwertiges Waffenteil. Schauen wir mal. Moment. Feuerrate. Ja, das könnte man auch noch machen. Aber ich glaube, die Magazingröße ist echt nicht verkehrt. Ja, komm. Willst du ein hochwertiges Waffenteil benutzen, um deine Waffe auf Stufe 2 zu verbessern? Es werden alle Stufe 2 Verbesserungen für diese Waffe freigeschaltet. Warten wir erstmal ab. Warten wir erstmal ab, was wir noch für Waffe kriegen. Allah, ich bin da mal weg. Der Wecker bimmelt wieder um 4:45 Uhr. Alles klar. Ach, Jünger, wärst nimi. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und schön, dass du mal vorbeigeguckt hast. Mach's gut und schlaf gut. Auf was bin ich denn jetzt gegangen? Magazingröße, genau. Habe ich... Nee, für 15 kann ich nichts mehr machen. Alles klar. Kaffee haben wir getrunken. Jetzt fehlt nur noch Speichern. So. Oh, jetzt habe ich einen neuen Speicherplatz gemacht. Na egal. Kann ja auch nicht schade. So, gespeichert Hämmer. Rede können wir nämlich mit dem Typ, oder? Ich denke, du hast alles gesagt, war? Sie stecken hier. So, Soltan etwa wie... Aber... Wie meinen Ja, Sie? das hatten wir schon alles. Soll... Ja, das hatten wir schon alles. Okay. Dann weiter hier. Und eventuell haben wir hier noch einen Spiegel, womit man dann nochmal den Bastel upgraden können. Ja, da ist ein Spiegel. Was zum... Wer war das? Ja, das werden wir wohl noch rausfinden. Ich verabschiede dich auch noch, muss ja morgen auch wieder raus. Ja, dir vor allem ganz viel Erfolg für morgen, André. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Dir eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Genau so sieht's aus. Genau deswegen viel Erfolg dafür. Wir sehen uns dann wieder übermorgen auf der Erwert. Mach's gut und da hat für mich auch so ausgesehen. Ah, da gibt's auch noch eine Werkbank. Ja, das ist er wieder. Tatsächlich. Und ja, das ist auch hier eine Werkbank. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Und ist das der Gehirnstuhl? Mhm. Ja, sieht aus, als wäre es unser Gehirnstuhl. Aber noch nicht von Anfang an so pervers. Ja, jetzt sieht er aus wie der in The Evil Within Ends. Alter Falter. Ja, das kennen wir noch mit einer Spritze Draht, mit der wir uns das Zeug reinpfeifen. Hey, lass mich hier raus! Und da ist er wieder. Detective Castellanos. Tatjana. Was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder. Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. So wie früher. Mhm. Okay, Kamera, da kann ich mich bewegen und kann dann hier nochmal auf die Fertigkeit dazugreifen. Gesundheit, Athletik, Heilung, List und Kampf. Grünes Gel. Gesundheit, was gibt's denn hier? Zähigkeit, steigert das Maximum der Lebensenergie, das ist schon mal nicht verkehrt, aber kostet 1500 gleich im Mol. Ist einfach schön gemacht hier, muss ich sagen, mit den Benzolringe hier. Ausdauer, oder hier ist noch BR, hier ist noch Brom und Sauerstoff O mit dabei, da ist CH, da ist noch Chlor dabei und so weiter und so fort. Ist aber schön gemacht hier, so als chemische Verbindungen angezeigt, als Moleküle. Ausdauer können wir hier steigern. Und hier, Ausdauerschub. Ne, da brauchen wir Desto als Grundfunktion. Okay, bei Heilung. Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände nutzt. Das ist allen verkehrt. Was haben wir bei List? Ah ja, Flaschenbrecher, den haben wir schon gratis gekriegt. Sehr schön. Und hier unauffällig. Deine Schritte verursachen weniger Geräusche, sodass Gegner langsamer Verdacht schöpfen. Auch nicht verkehrt. Und hier ruhige Hand. Verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen. Ja, das ist, glaube ich, echt mal nicht verkehrt. Das nehme ich, glaube ich. Und Nahkampfangriffe, darunter Angriffe mit Waffen wie Messern extra verursachen mehr Schaden.
Da ist dann wieder nur das. Das kostet wieder mehr Geld. Und das kostet dann... Ach, wieder war es 1500. Kriegen wir hier. Ach, die Ausdauer kriegen wir hier. Das kostet auch 1500. Und das kostet 1500. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal die maximale Gesundheit hoch. Das ist etwas wichtiger, finde ich. Zähigkeit 2 ist es dann. Okay. Das ist erstmal das Einzige, was wir machen können. Und mit der können wir retten. Dieser Ort. Sie, wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände, der Stuhl. Sie, als hätte sich rein gar nichts verändert. Das ist aber schon cool gemacht. Ach nee, wir sind auch die Schließfächer noch aus dem Erster. Das ist ja cool. Jetzt steigen wir wieder auf und das Ding ist jetzt wieder ein Rollstuhl, oder? Ja, ein stinknormaler Rollstuhl. Interessant. Ja, das ist schon sehr cool gemacht. Da können wir wieder raus. Und da können wir eigentlich wieder speichern. Das Ketzel wieder. Projektor benutzen, aber ich glaube, wir haben nur Dia. Wir haben keine weitere Dias, glaube ich, kriegt. Ja, nur das stinknormale, das erste. Okay. Gut, nur das Tutorial-Dia haben wir. Ansonsten ist jetzt in seinem Büro eventuell der Tote durchgestrichen. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich. Ah, sogar mit Todesfoto, Modo. Der Liam O'Neill, der ist aber nicht geupdatet Immer worden. an der Front zu kämpfen ist gefährlich. Okay, aber der Baker ist definitiv erledigt. Sogar mit Todesfoto. Krass. Okay, O'Neill haben wir noch. Na gut. Mir hat sich ja jetzt Anime geändert. Dann würde ich sagen, ich speichere das Ganze noch. Und dann gehen wir weiter. Resonanzen, ja. Nicht abbrechen. Ja, ich will das überschreiben. Okay. Dann dreht man deine Bube jetzt mal gewaltig in der Berzelrei. Und dann gibt es jetzt was richtig auf der Washing. Jetzt haben wir uns ein bisschen aufgemotzt. O'Neills Unterschlupf. Und ich jetzt sage, jetzt gehen wir mal raus. Und gucken mal, wie es da ausschaut. Ganz vorsichtig. Langsam. Geh nach draußen und benutze den Kommunikator, um die Stimme des Mädchens aufzuspüren. Ich will aber erstmal die Sidequests machen, um ehrlich zu sein. Ich mag erst einmal da rausgehen. Oh. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Anscheinend muss ich das erstmal so machen. Resonanzscan. Wenn sich der Kommunikator innerhalb der Scan-Reichweite eines Resonanzpunkts befindet, erscheint ein Schallwellensymbol links oben im Bildschirm. Bewege den Kommunikator, um das Signal zu finden und zu erfassen. Okay. Na? Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Ah, das ist unser Sidequest. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Das muss das Signal sein, das O'Neill erwähnt hat. Genau. Nach dem Erfassen zeigt der Kommunikator die Richtung und relative Entfernung zum erfassten Resonanzpunkt an. Erfasste Resonanzpunkte erscheinen auf der Karte. Gucken wir uns dann mal an. Das ist dann die Richtung, die Abtrünnigen. Ja. Okay. Ups. Was geht denn jetzt ab? Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von da, wo wir gekommen sind und unser ursprünglicher Zugangsbereich ist weg. Also da, wo wir hergekommen sind, können wir nämlich weiter. Und O'Neill lebt gerade sehr am Abgrund. Was zur Hölle? Das hat sich jetzt aufgetan.
Wenn Union weiter so auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ja, das sieht aus wie ein Crimson City. Das sieht aus wie ein Crimson City hier. Allerhopp. Gucken wir doch nochmal durch hier. Wir gucken uns aber auch nochmal die anderen Häuser an. Union Visitor Center. Ich mag mal auf jeden Fall auch die anderen Dinger noch angucken. Das sind noch Waffendealer. Nehmen wir auf jeden Fall. 15 Waffendealer. Da können wir wieder wahrscheinlich draus basteln. Eine Flasche, die nehme ich auch gern. Ansonsten... Ist hier noch irgendwas aufgeleuchtet? Untersuchen. Eine Flasche. Nee, Schießpulver. Noch schöner. Ah, na, wie er sich der Torsen hier reinpetzt und hinter sich herzieht. Du Drecksau. Ah, geht's noch? Was? Alter, einfach hier der Torsen von einer Person hinterher gezerrt. Grünes Gel, 200 habe ich. Hand erhalten hast, ersetzt sie im Kampf vorübergehend das Feldmesser. Manche Gegner töten sie sofort, geht nach einmaligem Gebrauch aber zu Bruch. Handäxte sind an verschiedenen Stellen in Union zu finden oder können Gegnern abgenommen werden. Das finde ich gut. Und was ist hier im Torso-Haufen? Aber warum? Mir hätten erstmal zumindest keine Zündhölzer wie in The Evil Within Ends. Das heißt... Bei The Evil Within Ends hätte ich hier liebend gerne so einen Leichehaufen gezündet. Einfach nur um sicher zu gehen, dass die nicht mehr aufstehen. Aber das gibt's ja hier anscheinend nämlich. Ich habe echt fest damit gerechnet, dass es das gerade wieder gibt. Ich mach was gerade mal auf der Karte gucken. Oje, 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 da ist ja noch richtig viel hier zu erforschen. Immer diese Zombies, Hauptsache eklig, ja genau. Nie können die auch mal was Schönes machen, ne? Nicht mal irgendwie einen Strauß Blume pflücken oder so. Nee, es muss immer irgendwas Räudiges sein. So ein Torso von irgendeinem Mensch hier durch die Gegend stolpern. Widerwärtig. Ja, der wollte doch nur eine Leichenburg bauen, genau. Wie Kid. Und Pistolenmunition. Ja, mehr können wir aber gerade nicht mehr tragen. Das ist etwas schade. Und daher bleibt die erstmal hier liegen. Ist auch in Ordnung so. Kommen wir hier rein? Ein neues Tutorial wurde hinzugefügt. 322 Cheddar Avenue. Rauchpulver. Dieses Trockenpulver setzt eine Rauchwolke frei, wenn es mit Feuer in Kontakt kommt. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Ich mag lieber den Psychogramm aus Silent Hill oder sowas wie Slender. Ja, mit Slender, du gerätst du bei Kai total in eine offene Konfrontation. Der hasst Slender, warum auch immer. Jedes Mal wieder, Slender the Arrival war total kacke. Ich fand das eigentlich echt ganz gut. Das verstehst du nicht, das ist Chaos-Lager-Ästhetik. Nee, aber ich finde, das gehört auch einfach zu The Evil Within mit dazu. Dieses Splatter-Element, das gehört einfach total dazu, finde ich, zu The Evil Within. Spritzeln nehmen wir auf jeden Fall mit. Wenn hier sonst nichts, was wir uns reinpfeifen können. Von daher müssen es halt Spritze sein. Öffnen. Ah, hier. Da ist aber nichts drin. Nö. Hier ahnet erst einmal. Kann man dort durchkriechen? Nö. Aber drüber klettern ist auch nicht. Nee. Auch nicht so wirklich. Dann probieren wir es mal hier. Ah, die Axt habe ich immer noch. Das ist gut. Und da sind noch Waffenteile. 15 Stück. Und ich habe mal wieder keine Ahnung, wo ich gerade hier rumwurstel. Sicherung. Eine kleine Sicherung aus einem elektrischen Verteiler. Leider ist es nicht möglich, defekte Verteilerkästen damit zu reparieren. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay. Das ist schon mal gut. Und hier haben wir noch irgendwas. Hier haben wir noch Schießpulver. Sehr nützlich. Und da können wir bestimmt auch noch runter. Oh je. Ist das wirklich so clever? Ich weiß so nicht.
Ich weiß ja nicht. Es ist so ein... Ah, es ist zum Glück nur ein kleiner Raum. Und nicht irgendwie etwas, wo es zum Hauptlevel weitergeht oder so. Dann ist in Ordnung. Das mag Arsenal. Dieser Computer funktioniert noch. Ups. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was zur... Ist das Hauptstory wieder, was ich hier habe? Oder... Oh, was habe ich denn jetzt wieder geschafft? Oder ist es noch Sidequest? Das mag Arsenal. Also ich mache mit Slender verteidigen. Ja, das ist gut so. Ah, jetzt bin ich im Waffenarsenal. Ah, cool. Stimmt, da wollte ich ja sowieso noch gucken, ob es sowas gibt. Weil... Das war auch so ein Sidequest mit dem Waffenarsenal. Aber... Wir haben ja sowieso schon alles an Waffe, an Munition und so. Zumindest für die Pistole. Und Slender verteidigen auf jeden Fall, weil ich fand es eigentlich echt gut. Wirklich. Es war ein schönes Independent-Spiel. Hat mir gut gefallen. Und hier hätten wir nochmal Schießpulver. Dieses Mobius-Wappen, das sieht so dermaßen noch Kommunismus aus. Ich kann mir echt nicht helfen. Und da geht nichts mehr weiter. Alles klar. Und was haben wir hier noch? Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt wieder hingekommen? Und was gibt's da? Unterschlupf. Scheiße, Mann, was habe ich denn jetzt wieder geschafft? Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch eigentlich einfach nur ein bisschen mich umgucken. Ich will wieder zum Union, zum Cheddar Avenue. So rum, ja. Dort will ich hier. Pass auf, Sowjetunion Zombies, genau. Wobei das ja eigentlich auch keine Zombies sind. Das sind, ich weiß gar nicht, wie wurden die eigentlich richtig genannt in The Evil Within? Ich weiß es gar nicht, wie man die genannt hat in The Evil Within 1. Die haben aber irgendeinen ganz eigenen Namen gehabt. Und wirklich Zombies sind es ja auch nicht. Das sind die Überbleibsel von den manipulierten Geister, die in STEM geschlossen sind. Also es sind durchaus Menschen, aber Leute, deren Verstand eindeutig korrumpiert wurde. Gut, dann sind wir jetzt wieder dort. Das hat jetzt aber auch ewig gedauert. Fehlen bloß noch Weltraum-Nazis auf ihren Laser-Velociraptoren. Mindestens. Okay. Zum Arsenal wollte ich eigentlich echt noch nicht. Eingang zu das Mark-Waffenarsenal. Okay, dann weiß ich doch Bescheid, dass ich da auch noch hingehen kann. Aber ich mag erstmal vorher noch ein paar Sachen mir angucken. Vor allem, wenn ich mal wirklich knapp an Munition sein sollte. Wäre das echt nicht verkehrt. Ah, na. Wieder so ein Leichezieher. Hier wird gezupft und gezogen. Och, du Ekel... Du Ekelgeschöpf. Halt doch mal still. Oh, jetzt habe ich die beidarmig amputiert. Oh Gott, sehen aber aus wie Zombies. Das sind aber nicht wirklich Zombies, auch wenn sie daran erinnern, gibt es ja schon seit Resident Evil 4. Ja, richtig. Und ja, die hätte ich eigentlich mit dem hinterhältigen Angriff niedermachen sollen. Aber, naja, jetzt hat sie wenigstens die Arme verloren. Dort kann man auch sterben, finde ich. Oh, irgendeiner sieht uns anscheinend und hört uns anscheinend. Sollte mal ein bisschen leiser machen. Ja, und seit Resident Evil 4 wollte man halt auch von diesen Klischee-Zombies weg. Mittlerweile hat man die eigentlich wieder ganz gern, die Klischee-Zombies, würde ich sagen. Da ist nix, dann könnte es sein, dass dort einer ist. Ja, wir machen einfach mal auf und sagen Hallo. Und der hat... Ups, wo ist einer? Ah, da ist einer. Hallöler.
Ja, Kopftreffer. Und noch einmal ein Kopftreffer. Geht doch. Wenn man das ruhig macht, dann funktioniert es auch. Das ist wieder so ein Sicherheitsdienst-Typ. Ja, man muss das einfach nur... Man muss das entsprechend nur ruhig machen. Mit ruhiger Hand. Okay, wo sind wir dann jetzt? Dorthin immer noch. Gewitter, du Keidel, das ist ja riesengroß hier. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin ja mal gespannt, ob Gegner dann hier wieder respawnen. Oh Mann, juckt wieder. Ob Gegner hier wirklich respawnen oder ob man die einmalig tötet und dann nie wieder, wie es in Resident Evil, sage ich, wie es im ersten Teil der Fall war. Ich mache genauso gut hier reingehe. Und wieso kommen diese Tentakel aus dem Kopf? Weil sie es können? Weil sie Cthulhu-Arbeiter sind? Ich weiß es nicht. Ich werde damit wohl nie warm, auch wenn ich die alten Resident Evil sehr schätze. Ja. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Mit was wirst du dann nicht warm? Das würde mich mal interessieren. Mit Zombies oder was? Hallo? Übereifrige Priester sind auch immer toll. Der verwandelt sich gerade frisch. Ah, mit Zombies. Echt, ich mag... Also ich mag Zombies eigentlich echt gern. Der steht jetzt bestimmt wieder auf. Ich glaube, hier kann ihm sein Gott nicht helfen. Ich meine, als ob er ihm auch normal helfen könnte, aber ich glaube, hier kann ihm noch viel weniger helfen. Ja, komm, wir wissen alle, wie das ausgeht. Du gehst näher dran, es gibt einen Jumpscare. Ah, okay, und andere kommen rein. Ah, der auch. Na gut. Dann passt es so. Okay. Dann wird die Sache Flucht noch vorne. Wenn die jetzt schon tot sind. Ah, komm. Okay. Das ging aber doch easy. Das ging leichter als gedacht. Na gut. Sammeln wir muss Gel-Ei. 300 gibt's für den. 300 gibt's für den. Gibt's auch ein bisschen Schießpulver auf 3. Noch ein bisschen Schießpulver, wenn man das in der Kirche immer so gern hat. Und der Geopferte. Ah, ganz ein feiner. So ein... Igitt. Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Das ist überall das Symbol, das in The Evil Within 1 immer an den Wänden geschmiert war. Sicher? Ja, kann sein, aber ich habe das immer mit dem Auge in der Mitte noch im Hinterkopf. Wie gesagt, Psychogramm ist mir mein Fall. Splatter ist auch nicht so meins, außer es ist so übertrieben, dass es lustig ist. Nee, also ich muss jetzt sagen, reines Splatter ist jetzt überhaupt nicht so mein Ding. Aber so ein bisschen, das ist schon in Ordnung. Engelsstatue. Wo sind sie dann, die Engelsstatuen? Ich habe Kenny gesehen. Ich bin aber auch mal wieder blind. Ach, ich hau einfach mal mit der Axt auf alles drauf hier. Ich habe jetzt echt Kenny gesehen, keine Engelsstatue. Unterm Altar, okay. Ah ja, okay. Und ein Schlüssel für die Leichenschrankschlüssel. Mit dem altmodischen Schlüssel kannst du Leichenschränke in Schwester Tatianas Leichenhalle öffnen. Okay, dankeschön. Ich hätte das Ding sicher übersehen. Einer von 32 habe ich jetzt gesammelt. Ich hätte es auf jeden Fall übersehen. Ich bin bei sowas echt blind. Okay. Rotz. Damit. Ackermann. Und war doch nicht noch irgendwo auch ein Tote, von dem ich... der war aber noch nicht da. Einfach mal vorsichtshalber. Ja, und er bringt sogar ein Gel, weil der war vorher echt nicht da. Ich hab's doch gewusst. Habe ich den Hansel jetzt abgemurkst, deswegen weise ich dich auch drauf hin. Ja, das war sehr freundlich auf jeden Fall. Gut, dann kann ich jetzt auch die Axt wieder mitnehmen. Ich hab's doch echt gewusst.
Der lag so frech an dem Wachetrag gelehnt und war vorher nicht da. Und jetzt sowas. Also manchmal will ihm das Spiel wohl anscheinend hier ein bisschen verarschen. Okay, wir gehen weiter. Ich will zu dem Endegebiet, wo die Abtrünnigen sind. Da würde ich mich jetzt eigentlich ganz gern mal hier bewegen. Wolle. Aber immer mal wieder auch durch die Häuser durch. Weil anscheinend gibt es ja auch immer mal Union Besucherzentrum. Anscheinend gibt es ja auch immer mal wieder irgendwelche lustige Sachen zu entdecken. Irgendwie sieht ein Penner am Auto schlafen. Splash. Ja, wie im richtigen Leben. Da mache ich das auch so. Was, du lehnt jemand an meinem Auto oder generell an einem Auto und zack, erstmal der Hirnschädel eingeschlagen mit einer Axt. So wird es gemacht. Und da ist noch eine Pflanze, die nehmen wir auch gern mit. Gibt es anscheinend in verschiedene Größe-Kategorien, diese Heilpflanze. Und, was ist dann das? Nägel. Diese langen Edelstahlnägel werden normalerweise auf dem Bau verwendet und eignen sich perfekt als Schrapneller. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay. Schauen wir mal, was wir damit alles machen können. Ach ja, ach ja. So, wie sieht es dann bei euch morgen aus? Habt ihr morgen alle früh noch was zu tun oder habt ihr ein bisschen Zeit mitgebracht? Weil ich muss morgen nicht allzu früh raus und könnte noch ein bisschen länger als normal machen. Irgendwie klaut überall die Zimmerpflanzen. Ja, natürlich. Also ich könnte heute bis 23 Uhr machen, wenn das in Ordnung geht für euch. Willkommen in Union-Broschüre. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadtcharme und modernem Komfort, umgeben von zahlreichen Naturwundern. Kommen Sie und erleben Sie einfache Zeiten, wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihrer Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Union, schön, dass Sie hier sind. Oh ja, die freuen sich alle wie Bolle, dass ich hier bin. Und es ist genau die Art von Dorf, in die ich schon immer mal nicht gehen wollte. Ach die Scheiße. Also hier ist nix. Und das war nur die Lampe. Oberes Stockwerk gibt es anscheinend nicht. Ich habe Berufsschule, aber 23 Uhr ist vollkommen okay. Ist weit früher, als ich schlafen gehe. Okay, dann passt das ja. Weil ich werde wahrscheinlich dann auch nie mehr allzu lang wach bleiben. Oh, muss man jetzt echt mal gerade meine linke Arschbacke hier etwas entlasten. Mir schläft sonst der Berzelei, wenn ich hier so lang sitze. Ich habe jetzt die ganze Zeit... Oh meine Güte, mir schläft sonst der Bobbesei, wenn ich hier so lang sitze. Schlimm sowas. Hier, die Dinger können wir wieder einschlagen. Und da gibt es auch Werkzeugteile. Also sorry, wenn ich mich dann ab und zu so komisch rumbewege. Aber ich will echt, dass man der Berzelei schläft. Das ist ja total räudig. So. Und wusch und ruff. Und die Qualität der Internetverbindung reicht derzeit nicht aus, um das Spiel zu übertragen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich merke, dass es gerade ziemlich mies aussieht, wenn ich so rechts drauf gucke. Ich muss gerade mal gucken hier, ob das passt. Also es ist schon etwas stark ruckelnd, muss ich sagen. Wie machen wir das dann? Schwierig, 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 schwierig. Es ruckelt schon ziemlich stark gerade. Wie sieht es dann bei euch aus? Ist es auch so stark ruckelnd? Läuft doch noch. Okay. Okay, dachte schon, das liegt an mir. Nee, ich versuche mal gerade die Playstation so ein bisschen zu bewegen, damit sie ein bisschen mehr Signalstärke abkriegt. Ich probiere mal kurz was. Ich probiere mal ganz kurz was und hoffe, dass es funktioniert. Okay. Nee, das kann ich glaube ich nicht machen, ohne dass der Livestream dann gänzlich hinübergeht. Nee,
Da muss ich einfach warten, bis die Internetverbindung wieder etwas besser wird. Das ist echt schade drum. Aber ich mache jetzt erstmal weiter. Eventuell stabilisiert es wieder von allein. Ich hoffe es zumindest stark. Da ist nichts drin oder was? Nee, ich bin nicht mit Kabel im Internet. Ich bin tatsächlich nur über WLAN drin. Das ist echt so. Das liegt auch an der schlechten Verbindung. Und wie gesagt, mit dem Kabel, du müsstest dich dann ewig weit vom Router hierher verlegen. Das ist schon etwas umständlich oder wäre stark umständlich. Aber ich glaube, es hat sich etwa... Nee, es hat sich nicht wirklich gebessert. Oh, irgendeiner sieht mich. Ah, der da. Alter, du hässlicher Kasper. Da. Gut, da kann ich ja wenigstens sein Beil wieder nehmen. Und ja, es ist halt schon etwas schade, dass die Internetverbindung hier etwas schwach ist. Aber ich wäre am liebsten auch mit WLAN-Kabel drin, muss ich auch gestehen. Da ist die Verbindung natürlich erheblich stabiler. So. Hier kann ich wieder irgendwas an Signale finden. Patreon für ein HDMI-Kabel für Yankees PS4. Sicherung habe ich nicht mehr gefunden. Alles fürs Gaming. Einfach Luftlinie, ein Loch durch die Wohnung von Router bis PS4 bohren. Das... nee. Das geht auch nicht, glaubt mal's. So wie die PlayStation dort steht, das geht nicht. Das geht von der Wohnungsaufteilung alle schon nicht. Und nee, ich habe nicht WLAN-Kabel gesagt, sorry. Ich habe WLAN. Einfach nur WLAN. Ohne Kabel. Ich habe keine Kabelverbindung. Yes, das ist allein. Ich habe keine Kabelverbindung zu meiner PS4, sondern das geht über WLAN. Einfach nur kein Kabel. Okay, dann schmeißen wir jetzt mal die Flasche noch rein in die Nähe. Ups, das war saudumm. Und? Zwei Flaschen haben wir noch. Okay, wisst was? Die können wir im offenen Kampf, glaube ich, schon fertig machen, die Kerle. Dann. Okay, jetzt haben sie es erst gecheckt. Oh, die hat sich selber angezündet, die Alt. Ups, der ist volle Kanne in meine Kugel reingerannt. Und der ist einfach zu hässlich dafür. Bester Wurf aller Zeiten. Ja, der erste, der ging halt volle Wumme gegen das Ding hier, mein Flaschewurf. Doch, das war das vorhin, du hast kein WLAN-Kabel. Das WLAN... Ja... Hehehehe. Das läuft alles über WLAN. Herr Jemine. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, Mann. Also ich habe nur WLAN hier, was meine PS4-Internetverbindung angeht. Und über Kabel geht's halt einfach nicht bei mir. Da müsst man viel zu viel durch die Gegend rumkrotzen. Das wird echt nicht funktionieren. Wirklich nicht. Dafür ist die Wohnung nicht gemacht. Ach ja. So. Wir haben uns auch wieder gespeichert. Und ich habe jetzt wie viel noch? Okay, ich habe wieder volle Munition. Und wie schaut's dann aus? Oh, hoppla. Ja, da ist Mobius Transporter. Das ist schön. Und? Oh, das war nichts zum Hochjagen, okay. War nicht schlecht. Jenkins, bringe mir die Goldwaage. Ich möchte Wort abwiegen. Ja, so kommt man's vor grad. Voll in der eklige Eiterbaucherei. Na, komm schon her, du Kotze-Typ. Ah, der hat wenigstens Grund zu kreischen, so wie ich ihn gerade reingeschossen habe. Oh. Ups. Sorry, ich musste gerade hochladen, Mädel. Jetzt kann ich mich dir wieder vollends widmen. Und dein Arm ging flöten. Okay. Was gibt's dann da noch? Noch ein bisschen Gel. Geht doch nichts über die Sabberbrühe von 2500. Geil.
Haben wir noch ein bisschen Waffeteiler. Und das müsste der... Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Jawohl, die Qualenarmbrust. Das war die Sidequest. Sehr schön. Oh, Hüterarmbrust hier ist die. Trophäe erhalten in Kupfer. Wiedersehen macht Freude. Hüterarmbrust benutzen. R2 halten und zielen. L2 halten, zielen. R2 halten, spannen. Und dann Loslasser. Mit Viereck Bolzentyp wechseln. Die meisten Bolzentypen der Hüterarmbrust dienen als Annäherungsminen, nachdem sie auf einer Oberfläche abgefeuert wurden. Sebastian löst keine Annäherungsminen aus. Wenn du einen Bolzen der Hüterarmbrust auf eine Oberfläche abfeuerst und sich genau gegenüber eine weitere Oberfläche befindet, erschaffst du eine Stolperdrahtfalle. Ein roter Laser beim Zielen zeigt dir an, wo der Stolperdraht entsteht. Das ist schon mal nicht schlecht. Schockbolzen. Ich glaube, jetzt ist die Qualität auch wieder besser, Woche. Yankee hat meine Shooter-Skills. Dieser Armbrustbolzen erzeugt elektrischen Strom, der von Gegner zu Gegner überspringt, die daraufhin betäubt und manchmal zu Boden geworfen werden. Du kannst damit auch die defekte Verteilerkästen oder Wasserpfützen schießen, um besondere Umgebungseffekte zu erzielen. Schockbolzen können durch Kombination von Sicherung und Schießpulver hergestellt werden. Und mit einem gezielten Tritt kannst du am Boden liegende Gegner erledigen. Gut. Was kommt jetzt? Oh oh. Kommt da jetzt irgend so ein Speckmann oder was? Ja, ich sollte mir im Waffenarsenal was zulegen. Improvisieren will ich eigentlich nicht. Ich mag den hier haben, den lege ich mir jetzt erstmal auf links hier. So. Wo ist denn das? Wo geht dann hier der Punk ab? Ich hätte ganz gerne noch Harpunenbolzen. Mit diesem Armbrustbolzen spießt du getroffene Gegner auf. Harpunenbolzen erzeugen beim Abfeuern kein Geräusch und lösen daher in bestimmter Situation und können daher in bestimmten Situationen recht nützlich sein. Harpunenbolzen können aus Metallrohren hergestellt werden. Sehr schön. Und noch so einer. Okay, wo ging es dann hier jetzt ab grad? Wo ist denn der Hydrant aufgegangen? Das war hier. Aha. Und? Kommt keine Sau hier oder was? Da ist auf jeden Fall irgend so ein Hansel drin. Den soll ich mal besser umbringen. Einfach ein Noteschlüssel. Hm? Kommt irgendwas? Nö, anscheinend nicht. Sehr suspekt. Egal, auf jeden Fall haben wir das jetzt mal hingekriegt. Und das war der Truck, den wir unbedingt hier als Sidequest haben sollten. Ja, was dann? Wie komme ich dann nochmal dort drauf hier? Zu dem... Ah ja, so war das, genau. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Mhm. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Ja, das hatten wir schon. Okay, dann hat es uns jetzt auch gezeigt, wo hieß in etwa du geht. Und wie schaut es dann hier aus? Ist aber auch mal wieder so typisch The Evil Within. Mit dieser zerstörte Welt, die hier wie so gebrochen die Welle hier am Horizont hängt. Ist aber schon echt geil gemacht. Also man kann über Spielsache was man will. Man kann auch über... Ja, generell über The Evil Within Sache was man will, was die Umsetzung angeht von einem eigentlich echt genialer Story. Und was dann leider im Ende total verkumme ist. Du kannst auch sagen, was man will, aber die Gestaltung generell, das Design, das ist absolut großartig. Wirklich. Also du gehörst auf jeden Fall mit zu welche von den künstlerischsten Spiele, die ich bisher so gespielt habe. Okay. Das ist die Richtung. Das sind diese Typen hier beim Arsenal. Schauen wir mal, was wir hier kriegen. Crimson Supermarkt. Mhm.
Da werden die sich hier mit Vorräte eindecken, die Leute. Klettern. Und dann mal wieder Zeug. Ja, was jetzt? Sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimme. Ja. Hier. Okay. Flasche haben wir hier noch. Okay. Auf der Mülltonne ist nichts mehr. Und hier sind die Schattengestalter. Die Abtrünnigen. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres. Keine Nachricht von Mobius. Wir sind abgeschnitten. Ich rufe einen Alpha-1-Notfall aus. Du kennst das Protokoll. Alpha 1? Ernsthaft? Was ist mit dem Techniker-Team? Scheiß auf die. Die sollen selber klarkommen. Wir sind nicht mehr bei den Marines. Keiner wird zurückgelassen, gilt hier nicht. Hast du ein Problem damit? Soll das ein Witz sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, wie blöd Techniker zu beschützen. Gut, dann sichern wir die Waffenlager, decken uns ein und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein Mensch aussieht. Schalte es ohne zu zögern aus. Was zum Teufel war das? Was auch immer, offenbar waren sie hier. Aber wohin sind sie gegangen? 1 von 24 Erinnerungsfragmenten habe ich jetzt. Ah, die kann ich dann verfolgen, oder was, die Typen? Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Ja. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. Okay. Untersuche beide Resonanzpunkte. Interessant. Auf jeden Fall. Du scheinst jetzt auch etwas mehr Sidequests oder generell Sidequests zu geben. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, um ehrlich zu sein. Weil so hat das Spiel auch etwas mehr Tiefe, als wenn man die ganze Zeit immer nur der Hauptstory hinterher rennt. So kann man auch schön mal Sidequests machen. Das finde ich echt gut. Irgendwoher kenne ich die Stimme. Von der Type. Ist mir nicht aufgefallen bisher. Also zumindest nichts Bekanntes, würde ich jetzt mal so sagen. Ah, hier sind noch Werkzeugtäler. Wo ist denn der andere Freak? Ah, ach so, vom Hauptcharakter, vom Bastel. Okay. Ich habe schon gedacht, von den anderen Idioten da. Wo ist denn hier der Zomselmaner? Ich höre ihn zwar, aber ich sehe ihn nicht. Na, wo ist er dann? Ah. Irgendwo hat er mich entdeckt. Ah, da ist er. Wo kam dann der her? Seltsam. Das sind auch so Mysterien, die man nicht verstehen muss. Okay, jetzt haben wir die Sache uns angeguckt. Und jetzt soll ich hier nochmal reingehen und dann kann ich nochmal zu einem Endresonanzpunkt. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, da oben war nämlich auch noch einer Kopf und hat sich gerade an irgendwas delektiert. Ich glaube, das war der, an dem sich delektiert wurde. Hier noch irgendwas? Nö. Hier war nix. Und hier oben? Ich will, wozu gibt es da eine Leder hier hoch, wenn es nichts gibt, was man hier holen kann? Könnte das derselbe wie von Nathan Drake, nur auf rau ernst sein? Da bin ich mir echt nicht sicher, um ganz ehrlich zu sein. Also ich kann es da echt nicht sagen. Ja. Blöd. Ich habe gedacht, hier oben gäbe es was. Also gerade wenn man jetzt irgendwo hochgehen kann, also, ne? Aber vielleicht rechnen die einfach nur damit, dass die Leute hier ziemlich neugierig sind und dann alles absuchen wollen, was sie finden. Jetzt auch noch irgendwo rein. Oh, hier starbt schon richtig, wenn man reingeht. Das ist immer gut. Achtung, der wird jetzt wieder stibitzt, oder? Nee, der wird nicht stibitzt. Ich hätte gedacht, das macht wieder... Und der geht weg. Wie man das schon mal zweimal gesehen haben. Ich guck mal nach. Ja, mach das mal. Wer sein Synchronsprecher ist. Eventuell kenne ich ihn ja. Nenn mal auch gerne mal den Namen von dem. Eventuell sagt mir der Name was.
Ein Metallrohr. Ein Stück eines Metallrohrs mit Rost an den Enden. Als Schläger nicht unbedingt geeignet, außerdem hast du ja Schusswaffen. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay. Nägel haben wir da wieder. Und hier drin ist nix. Dafür Achmosei. Was hat der da bei sich? Achso, der hat Pistole, Munition, die aber voll ist. Na gut. Okay. Dann mag ich jetzt aber erst einmal hier die Feuerwaffe wieder auswählen. Hier unten ist wieder nix. Dann mach doch mal auf. Ah, da sind ein paar Waffeteile wieder drin. Das ist schön. Und sonst nichts. Und eine Werkbank haben wir hier. Das ist auch gut. Müssen wir nicht ständig wenigstens in den Unterschlupf rennen. Das ist gut. Ah, sehr schön. So, machen wir noch so, noch so einen Bolzer. Sehr gut. Und hier können wir noch eine erste Hilfe machen. Harpunebolzer geht ach. Perfekt. Dann können wir noch eine Waffeverbesserung machen. Was die Feuerkraft angeht bestimmt, oder? Erhöht Feuerkraft für mehr Schaden. Kritische Schade geht leider nicht mehr, wie im ersten Teil. Das ist schade. Nachladezeit. Machen wir mal das Schade. So. Dann brauchen wir das hier. Ab hier kann man den Crit verbessern. Das ist gut. Ja, dann verwenden wir es hierfür. Haben wir auch Stufe 2. Trophäe erhalten. In Kupfer nur das Beste. Ja, ab jetzt können wir auch hier der Crit erhöhen. Bis maximal 60. Sascha Rotermund. Nee, der sagt mal gar nichts. Der sagt mir echt gar nichts. Ah, okay, Stufe 2 ist jetzt überall freigeschaltet. Wow, das ist doch schon mal was. Sehr schön. Mhm. Okay, schön. Und bei der Armbrust, wie sieht's so aus? Die Reichweite könnten wir erhöhen. Dann die Ladezeit. Schockbolzer und Harpunebolzer könnte man noch erhöhen. Effekt greift auf mehr Gegner und größere Entfernung über. Okay. Harpunebolzer, was gibt's dann durch? Erhöht den Schaden. Ladezeit. Reichweite. Haben wir doch mal vor der Schockbolzen einfach. Dafür reicht's nimmi. Dafür reicht's auch noch. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall nämlich das Gammelzeug, sondern haben doch schon was Besseres. Das ist doch auch mal nicht verkehrt. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Also hier haben wir auf jeden Fall schon was sehr Praktisches gefunden, muss ich sagen. Wunderbar. Da haben wir alles. Dann gehen wir hier weiter. Und woher kennst du? Erzähl. Es interessiert mich auf jeden Fall. Und ja, glücklicherweise ist die Internetverbindung wieder etwas besser, aber... Ah, Moment. Oh, da kommen ein paar hergestürzt. Jetzt gehe ich aber gerade in ein Gebiet, wo ich nicht hin wollte. Gar köstlich. Dann habe ich den Schädel verbädelt. Und komm her. Komm schon. Gott, der Schädel ist auch weg. Da muss ich mich aber immer stark konzentrieren bei solchen Schüsse. Aber es hat sich gelohnt. Ah, Dr. Strange spricht da. Okay. Komm schon. Ah, na, was er gekriegt. Sehr gut. Es funktioniert, wenn ich eine ruhige Hand bewahre. Und, ja, okay, stimmt, als Dr. Strange. Das hatte ich einfach nie auf dem Schirm. Ach ja.
bisschen Gel. Da noch ein bisschen Pfeffer. Und ansonsten... Oh Mensch, da will ich eigentlich nicht hier. Da will ich momentan nicht hier. Deswegen... gehe ich erstmal wieder hier durch. Was haben wir hier noch im Boden liegen? Wird da irgendwas geglänzt? Na egal. Dann halt nicht. Dann gehe ich da wieder durch zu dem anderen Ding. Beziehungsweise auch neuere Rollen von Benedict Cumberbatch beziehungsweise K in Star Trek. Ja, stimmt. Ich vergesse das nur sehr schnell, weil Benedict Cumberbatch im Original eine sehr viel coolere Stimme hat. Also gerade demser Originalstimme ist ja das, was den Typ eigentlich ausmacht. Deswegen die deutsche Synchrostimme, die bleiben bei mir eigentlich überhaupt nicht im Kopf. Während das Original halt total herausstechend ist. Das ist richtig, richtig gut, die Stimme. Also schon wie ein junger Christopher Lee könnte man eigentlich sagen, finde ich. Ja, genau, da bin ich wieder richtig. Da waren irgendwelche Zombies anscheinend noch. Deswegen seit deutsche Synchro, das ist so... Ach ja, es gibt halt Annie, aber... Jo, ne? Interessanteres gibt's doch nicht mehr. Moment. Wo? Da der runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich bin in Kielerei. Vorräte besorgen. Triff mich im Besucherzentrum, wenn du fertig bist. Okay. Das muss also auch hier sein. Dann gehen wir doch mal ins Haus rein. Irgendwo ist noch so ein Gesichtrian, der am Rumkreiche ist. Ich kenne den hauptsächlich durch die beiden Filme. Eben auch nur auf Deutsch. Okay. Hallo Herr Gesicht. Hallo Herr ohne Arm. Ups. Und jetzt neuerdings auch Herr ohne Kopf. Hey. Du musst still, Mädel. Trophäe erhalten. Ausdünnen. Wahrscheinlich habe ich eine gewisse Anzahl von den Freaks niedergemacht. Und Gel ist für alle da. Sehr schön. Dieser Sascha spricht noch jemand aus Game of Thrones in den Hauptcharakter von Dragon Age 2. Ah, cool. Okay. Du weißt, wie man mit dem Computer da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich gehe zur Lackiererei. Vorräte besorgen. Triff mich im Besucherzentrum, wenn du fertig bist. Da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Du weißt, wie man mit dem Computer da runter... Okay. Dann weiß ich doch jetzt auch Bescheid. Und dann können wir jetzt wieder dorthin gehen. Zu dem Computer, genau. Da müssen wir jetzt wieder hier. Das war dort. Und dann da entlang. Richtig. Ja, da sind sie wieder. Die Gesichtrianer. Und was sagen sie? Mit dem Computer da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich gehe zur Lackiererei. Vorräte besorgen. Triff mich im Besucherzentrum, wenn du fertig bist. Im Besucherzentrum? Warum? Ich habe den Überlebenden gesagt, sie sollen sich da verstecken. Ich muss die erledigen. Alter, was ist denn das auch schon für eine Figur, wie der schon guckt? Es ist einfacher, sie zu töten, bevor sie sich in diese Dinger verwandeln. Guter Plan. Okay, Erinnerungsfragmente 2 von 24. Dann geht's hier runter. Okay, macht do lang. Okay. Aber die Figur von dem Ende, der hat total seelenlos ausgesehen. So richtig dämlich. Das mag Arsenal. Das will ich mir jetzt auf jeden Fall auch noch angucken. Also da will ich jetzt auf jeden Fall noch hier. Das habe ich ja beim ersten Mal total verschwitzt. Ich wusste halt nicht, ob das wirklich original ist, ob das Sidequest ist oder ob das wieder Hauptmission ist. Aber es scheint ja wohl zur abtrünnige Mission zu gehören.
Die andere Sidequest habe ich ja schon gemacht. Sprich die Armbrust, die Hüterarmbrust. Nicht Qualenarmbrust erstmal. Die Hüterarmbrust habe ich ja gefunden. Mehr Munition gab es hier echt nicht. Ah, Spritz war da noch. Kann ich mal Föhne jetzt noch dem Angriff. Umso besser. Dann habe ich die wieder voll, die Dinger. Alles klar. Na dann. Fröhliches Schaffen, würde ich sagen. Hier muss ja auch noch irgendwas sein. Viecher. Ich gucke gerade mal auf die Karte. Ja, das scheint zwar etwas tiefer reinzugehen hier. Ich bin immer gespannt, was hier kommt. Und hier können wir auf jeden Fall nochmal die Zimmerpflanzklaue. Da können wir dann wieder was draus basteln. Hier speichert es auch schon. Kann ja nur heiter werden, wenn es hier speichert. Aber bisher waren die Jumpscares gar nicht mehr so schlimm, beziehungsweise eigentlich kaum existent. Und wenn, dann waren sie nicht schlimm. Nein, nicht die... Ah, ich habe auch gerade gesagt, bitte nicht die unsichtbare Ware noch einmal. Diese Dr. Sag ihm, dass ich ihn hasse. Igitt. So, letzte Info. Er spricht seit 2009 auch Christian Bale, aber nicht Batman. Okay, cool. Wusste ich auch nicht. Wäh, Alter, war das ein ekliger weißer Gollum grad. Kotz. Ja, das war etwas Munitionverschwendung gerade. Diese Mobius-Kiste kann ich nicht knacken. Okay. Und ich habe gedacht, es wären... Im ersten Moment habe ich echt gedacht, es wären wieder die Unsichtbare aus The Evil Within Ends. Diese Dr. Zoidberg-Viecher. Boah, die waren so widerwärtig, die Viecher. Und hier geht's weiter. Warte mal, halte mal Gaul A. Okay. Wir nähern uns in Schleichschritt dem eigentlichen Sicherheitspunkt, den es zum Schluss gibt hier. Ich vermute mal, dass das ziemlich am Ende steht, der Sicherheitspunkt, wo es dann gibt Speicherpunkt, Spiegel und Kaffeemaschine. So. Ist immer schön, wenn er hier tritt und das ganze Staub fliegt von der ab. Also irgendeiner kreischt hier zumindest mal wie ein Blöder. Ach, schon mal wieder das Superzeichen. Rauchpulver, Waffendealer und Scheißpulver. Alles klar. Dann hier noch ein Metallrohr. Waffendealer. Und Waffendealer und Schießpulver. Sehr schön. Hier müssen wir wohl dort durchkriechen. Also irgendeiner geht hier gut ab. Na? Ey, was macht er denn da mit dem Kadaverspieler? Ein bisschen Ringkampf machen. Jetzt ein bisschen Schmauser. Sag mal, du meinst Est? Was? Ja, ist ich nix Deutsch. Bitte erst formuliere. Ach ja. Dieser Moment, wenn man dann so selber merkt, wisst, das war jetzt überhaupt nichts Deutsch, was ich doch gerade formuliert habe. Und Rums. Und was gibt's dann hier noch? Hier hat's auch geglänzt, aber da ist nichts. Na gut. Hab mich vertippt, ja, das dachte ich schon. Das dachte ich mir schon. Ah, da drüber leuchtet was. Das hier. Das leuchtet hier. Defekte Verteilerkästen können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du einen Schockbolzen mit der Hüterarmbrust drauf abfeuerst. Artikulation, ja genau. Dann machen wir das doch mal. Ah, okay, so ist das cool. Dann kriechen wir doch mal hier durch. Und das Hochladen geht wesentlich schneller als gedacht. Okay, cool. Da
können wir dort durch, dann können wir aber auch dort durch. Oder? Nee. Drehe L und R, um die Höhe und Breite der grünen Welle so anzupassen, dass sie den roten entspricht. Moment. Wie? Hast du Dr. Strange gesehen? Klar, anhand deines Kommentars vorhin, also. Moment. Drehe L und R. Aha. Moment. So. Also das habe ich noch nicht richtig gecheckt, wie das funktionieren soll. Das muss jetzt etwas breiter werden, aber wie kriege ich das dann hier mit einer Controller? Nee. Wie soll ich das dann drehen? Aha. So. Keine Hektik. Ups. Oh. Was mache ich denn jetzt wieder? Okay, ein Rätsel. Ich komme dann in ein paar Stunden wieder. Ja. So in etwa ist es. Moment. Nee, ich krieg's halt nur von der Steuerung nicht gecheckt. Ich weiß schon, was ich da machen muss. Aber von der Steuerung kriege ich es halt einfach nicht hier gerade. Nee. So muss es in etwa sein, aber breiter. Nee, es muss schon so sein. Nee, das ist zu viel. Alter. Knüppel auf Anschlag halten und sanft drehen. Nee. Es wird halt nicht breit, finde ich. Ich krieg's dann, dass es so hier ist. Nee. Ah, fast. Entregeln, Eva. Eieieiei. Das ist auch mal was Interessantes hier. Da hätten sie sich auch was weniger Ätzendes einfallen lassen können. Aber interessant. Immer mal wieder interessant. Öfters mal was Neues. Oh, Mann. Mein Bash luft war noch Ei hier. Was haben wir dann hier noch Schönes? Ah, ein Verbandskasten. Das ist sehr schön. Gerade mal gucken. Vielleicht, ja. Einfach mal so just for fun. Vielleicht sollte man dann einfach mal verwenden. Nur um den mitnehmen zu können hier. Sehr schön. Wir haben jetzt auf jeden Fall unseren Erste-Hilfe-Koffer wieder. Und ich mache erstmal hier. Also Dr. Strange gesehen, ja oder nein? Nö, ich habe nur den Trailer dazu gesehen. Ich bin nicht so ein Fan von sowas, von so Marvel- und Comic-Verfilmungszeug. Das ist einfach nicht mein Fall. Bis auf Batman mag ich da überhaupt nichts von der Schiene, bin ich ganz ehrlich. Ich bin einfach kein Fan von sowas. Dann hier. Zumal ich gefühlt einfach nur jedes Jahr, wenn ich ins Kino gehe, sehe ich immer nur, dass es 50.000 Marvel-Verfilmungen gibt, aber kein anderer anständiger Film, der mal wieder auf einer eigenen Idee basiert. Immer nur Verfilmungen von irgend so Marvel- oder DC-Scheiße. Also, brauche ich nicht. Oh, endlich, die Schrotflinte. Sehr schön. Die nehme ich. Ausgezeichnet. Dann wird die abgesägte Schrotflinte jetzt die Flasche ersetzen. Perfekt. Alles klar, ich wollte schon anmerken, dass es dazu gehört, das Ansprechen, das Anprangern. Ja, es ist halt wirklich so, du kommst ins Kino und irgendwie zigtausend
Marvel-Verfilmungen, aber nichts Eigenes mehr, was sich mal jemand ausgedacht hat. Das ist echt Panne. Finde ich persönlich ziemlich Panne. Okay. Da war ich aber schon, oder? Ja. Hier war ich schon. Ich glaube, es geht nämlich weiter hier auf der Seite. Ups. Wer zur Hölle ist dann das jetzt? Wer zur Hölle? Ah, normaler. Okay. Ich habe schon gedacht, das wäre eventuell wieder die vielköpfig. Hallo. Oh. Das hätte besser laufen sollen. Und Schießpulverhämmer. Eigentlich wollte ich etwas besser schießen. Aber passiert. Zack. Okay, jetzt nochmal auf die Karte checken. Ja. Ich glaube, das war's erst einmal von der Karte. Mehr geht hier anscheinend nicht mehr. Oh. Oh, hallo. Hallo, Herr Baron. So. So habe ich mir das mal vorgestellt, wenn ich auf Schrotflint habe. Sehr schön. Ja, noch ein bisschen Gel, das ist immer praktisch. Schaut's dann hier aus. Ah, Motto. Da haben wir wieder eine Statue, Leichenschrankschlüssel, der zweite. Perfekt. Stimmt, du konnte ich nicht durch. Okay, da ist es nicht unseren Weg. Dann war es das auch erst einmal. Zumindest hier in dem Areal. Ja. Dann war es das erste Mal. Mehr geht halt nicht mehr. Das andere muss dann wohl dort sein, wo die Typen das nächste Mal miteinander quatschen. Schätze ich jetzt einfach mal. Dass es wohl so abläuft. Ich finde es genial, die Comics bieten eine fantastische Vorlage. Nebenbei sind viele andere Filme ja auch von Büchern abgeleitet. Ja klar, trotzdem, es kommt mir einfach vor, als gäbe es nichts anderes mehr als Marvel und DC und als gäbe es nichts anderes mehr als die Idee von anderen Leuten und als würden sich die Leute einfach Mühe mehr geben, eigene Filme zu entwickeln. Man kann jetzt zum Beispiel auch über In-Time-Sache, was man will. Aber die Idee war zumindest nur einzigartig. Was man draus gemacht hat, war Kacke. Aber die Idee, dass man Zeit tatsächlich als Währung benutzt, das war mutig und es war innovativ, weil es war einfach mal was Neues und es war mal was Neues ausprobiert. Ja, es sind 3 bis 4 Marvel-Filme pro Jahr und das kotzt mich halt einfach an. Genauso wie, dass es immer von jedem Scheiß ein Remake gibt. Es gab die Spider-Man-Filme von Tobey Maguire, die sind gar nicht mal so lang her. Und dann kommt dann der sensationelle Spider-Man raus. Und dann kommt dann der ultimative Spider-Man raus. Also es kotzt mich einfach an. Weil es gibt einfach, du siehst einfach nur noch gefühlt Thor, Hulk, Spider-Man. Das ist alles, was gefühlt siehst. Und irgendwann kommt dann noch der sensationelle Spider-Man. Und da gibt es die 5. Neuverfilmung vom sensationellen Spider-Man. Also, Quatsch. Meiner Meinung nach absoluter Quatsch. Braucht kein Mensch. Du würde ich doch lieber sagen, bemüht euch doch bitte einfach mal drum. Ja, Amazing Spider-Man, wie auch immer. Würde ich doch eher sagen, bemüht mal wieder euer graue Hirnzelle, ihr Leute. Und entwickelt doch mal wieder was Eigenes. Und nicht so ein Quatsch. Immer nur von irgendwelchen anderen Leuten abkupfern, immer nur irgendwelche Remakes von irgendwas machen, immer nur aufgrund von Buchvorlage oder von, Comicvorlage irgendwas machen, das kann's doch nicht sein. Andere Leute ständig das Denken überlassen. Oh, da kam jetzt etwas überraschend hier. Das ist schon etwas Panne, finde ich, wenn die Leute einfach nicht mehr selber denken können. Weil ich meine, ohne eigene Idee, klar, man braucht immer Vorbilder, an denen man sich orientiert. Ich kapituliere, ich habe gestern die ganze Nacht Spieler durch den Dungeon gejagt und jetzt nur noch fertig. Okay. Ah, nee, neuer Ghost Rider. Gute Nacht, Syltrakar. Es hat mich echt sehr gefreut. Mach's gut, hab einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns ja am Samstag dann wieder, wenn wir dann Bioshock kommentieren zusammen. Ansonsten mach's gut, wir hören nochmal voneinander. Hab einen guten Start. Ich mache jetzt nur noch maximale 3/4 Stunde. Schlaf gut. Mach's gut, Syltrakar. Hat mich sehr gefreut, wirklich wieder. Okay. Jo.
Gute Nacht, sagt er. Gute Nacht. Dann gehen wir mal dort hier. Also wie gesagt, allzu lang mache ich eh nicht mehr. Ich muss morgen auch hier nochmal raus. Von daher, das passt schon. Und dass man da noch eine Con als NSC absolut müde und fertig ist, kann ich auch noch vollziehen. Hups. Hey, schleich dich dann jetzt an, du Gretel. So, das hast du vor. Ich melde mich morgen mal bei dir wegen Samstag. Alles klar, mach das mal. Zurückwink. Mach's gut. So, jetzt laden wir erstmal das Gewehr noch. Ah, da baumelt wieder einer. Sehr schön. Gucke, wie der da gestaltet ist. Oh, das ist wohl ein richtiger satte Genickzwirbler. Aber, ja, da ist Geschlinge dran zu erkennen. Einfach nur ein Seil, was in der Halsreihe geht. Ach man, diese Animation, die machen mich fertig. Und was haben wir hier dann noch? Das sind nur so kleine Baracke anscheinend und was Größeres hier. Kann man anscheinend auch zweistöckig rein. Ja, dann probieren wir es doch erstmal hier. So. Ein Spiel mit Schleichmechanik, Arsenal, Schrotflinte, genau. Genau so sieht's aus. So muss das auch sein. Schrotflinte in so einem Spiel, das ist ohne Schrotflinte undenkbar, auf jeden Fall. Hier hätten wir noch mysteriöse Waffennachbildung. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben, kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, also beschließt du es in deinem Zimmer aufzubewahren. Mysteriöse Waffennachbildung erhalten. Okay, cool. Und ansonsten gibt es hier nichts mehr. Hier kann ich auch nichts einschlagen oder so. Engelstatue oder so gibt es auch nicht. Deswegen erst einmal runter. Kletterst du mal runter, bitte? Dankeschön. So tief ist es ja auch nicht. Da können wir jetzt auch in den Schupperei gehen noch. Und wir finden noch eine Handaxt. Ah, wir haben sowieso schon eine. Sehr gut. Okay. Wir gucken nochmal auf die Karte. Und da ist nochmal ein Haus, in das wir rein können. Viel ist hier auf jeden Fall nicht mehr in dem Gebiet. Ah, da kommen wir zumindest mal nicht rein. Das heißt, wir müssten wohl übers Dach oder wie war das? Halte mal eine Graula. Das können wir jetzt hier. Zack, uff. Dann können wir hier wieder hoch. Also eine Sache will ich noch anmerken bei dem Superheldenkram. Batman hat mehr Neuverfilmungen als Spider-Man. Ja, aber Batman ist auch cool. Spider-Man ist einfach nur arrogant. Nee, also Spider-Man mag ich echt nicht, um ehrlich zu sein. Und klar, von Batman gibt es sehr viel. Aber Spider-Man, das nervt einfach nur noch. Ups, das war jetzt auch nicht so clever. Nee, in das Haus komme ich anscheinend hier nicht rein. Und ohne Witz, es kotzt MA. Gerade vor allem, weil beim Batman jo eigentlich eine Zwischenzeit liegt. Da gibt es dann die letzte Batman-Filme aus der 80er oder Anfang 90er und dann erst Mitte 2000er wieder was. Also von daher, ne, das ist ja schon ein Unterschied, als wenn 2005 was erscheint und 2009 kommen die nächsten Spider-Man-Filme, so nach dem Motto. Also, und dann auch noch wirklich so Remake-Dinger. Oder Neuverfilmungen. Also, nee, das muss einfach nicht sein, finde ich. Das ist total die Leute verarscht, finde ich. Weil wenn ich noch 2 Jahre oder noch maximal 10 Jahre schon ein Remake von etwas mache. Oh, so ein schöner Arm hier auf dem Tresen. Das macht Spaß. Kann ich die entschärfen, die Dinger? Müsste ich doch entschärfen können, oder? Anscheinend nicht. Und? Ja, das war klar. Oh, er hat mich fotografiert gerade. Oh Gott. Heide Witzka. Bei Spidey war das ein dummes Problem, der Recht. Okay. Hallo. Eben bin ich aber echt verschrocken.
Das hat wohl eine Fotofalle hier ausgelöst. Scheiß die Wand an. Eine Flasche. Da ist nix. Und hier? Ach, nix. Gewittert du na Keitel. Machen wir mal die Taschenlampe hier aus. Oh, da ist der zugehörige Thorsen. Lecker. Flasche haben wir jetzt genug. Dort gibt es noch Pistole-Munition. Und hier Spritz. Und Tasche verbessert. Sehr schön. Tasche für Schrotmunition. Diese Nylon-Tasche wird verwendet, um zusätzliche Schrotmunition mitzuführen. Das ist gut. Taschen für Schrotmunition, eine von 4. Sehr schön. Sony hat zweimal gestartet und wegen den angeblichen Misserfolg wieder beendet. Und der neue hat seinen Grund. Nämlich, ja, bin ich mal gespannt. Okay, das waren dann hier aller Dinger, die ich begehen konnte. Sehr schön. Okay. Nicht verkehrt. Dann habe ich das alles gemacht hier. Dann könnte ich theoretisch ja noch durch gehen. Raus, vorne hier. Und dann uns so noch umgucken. Also da hat man echt viel zu erforschen, muss ich sagen. So im Vergleich zu anderen Spielen oder anderes Horror-Survival ist ja echt was los. Oh, hier wabert's aber ziemlich gefährlich. 345 Cheddar Avenue. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Ah, okay, du ist dann Ursprung des Mädchens. Da geht dann die Hauptstory wieder weiter. Da habe ich nur noch Anna drin. Ups. Unbekannte Resonanz wurde protokolliert. Sony und Marvel haben einen Vertrag geschlossen, damit Spidey bei den Avengers mitmachen kann. Das braucht aber natürlich einen extra Film für. Was ein Quatsch. Sorry, aber echt mal, was ein Quatsch. Nummer 50. Detective Sebastian Castellanos. Oh. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Oh, krass. Okay. Und ja, zu dem ganzen Spider-Man-Gedöns kann ich echt nur Sache, jetzt mal ohne Scheiß. Und die Erklärung ist auch damit kann ich einfach nichts anfangen, wirklich nicht. Ach nee, ach nee. Ja, es kann halt nicht jeder Fan von allem sein. KCPD, Anfrage für psychiatrisches Gutachten. Datum 17. November 2014. Detective Sergeant Castellanos. Nach den Ereignissen in der Beacon Nervenklinik im Oktober 2014 sind Sie laut Abteilungsrichtlinien dazu verpflichtet, sich einer psychologischen Beurteilung zu unterziehen. Bitte melden Sie sich bei der Abteilung für Ausbildung und Standards, um einen Termin für die Beurteilung Ihrer Einsatzeignung festzulegen. Dwayne Wright, Polizeipsychologischer Dienst, handschriftliche Notiz, Sebastian. Keine Sorge, machen Sie einfach ein paar Häkchen und beantworten Sie ein paar Fragen. Standardvorgehensweise. Jim. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich finde zum Beispiel Herr der Ringe unnötig. Ist halt nicht mein Fall. Naja, das hat ja nichts mit unnötig zu tun. Das ist halt der Großvater der Fantasy. Also ohne Tolkien kein modernes Fantasy. Und Herr der Ringe ist etwas, womit ich groß geworden bin. Das waren die ersten Bücher, die ich so selber gelesen habe. Also mit dem Hobbit hat es angefangen. Das war das erste Buch, was ich damals als Kind selbstständig gelesen habe. Und danach habe ich mal gleich die Herr der Ringe zu Gemüte geführt. Und das ist für mich immer noch das Epos eigentlich. Damit kann ja so Zeug wie Marvel und so echt nicht mithalten. Das ist ja bei weitem nicht so Grundbaustein für solche Sachen. Wobei Stan Lee halt auch ein Vorreiter ist, muss man auch klipp und klar sagen. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte.
Detective. Das bin ich. Motohi. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das Spiel ist eigentlich auch nicht schlecht, aber ich muss sagen, bisher ist es einfach nur wie The Evil Within Ends, nur, ja, etwas modifizierter. Aber ansonsten ist es eigentlich wie sein Vorgänger bisher so. Selbe Welt. Ja, etwas anders halt. Aber sehr ähnlicher bis identischer Aufbau. Und ja, Informationen haben wir hier wieder gekriegt. Psychiatrisches Gutachten oberer Teil. Akte 15, psychiatrisches Gutachten von Detective Sebastian Castellanos. Während er von allen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Detective Oda und Junior Detective Kidman freigesprochen wurde, sind Detective Castellanos Aussagen zum Vorfall in der Beacon-Nervenklinik vage und ausweichend. Anfangs wollte Detective Castellanos nicht mit einem Psychiater reden, erzählte aber nach und nach, was an dem Tag passiert ist. Meiner Expertenmeinung nach leidet er unter paranoiden Wahnvorstellungen. Durch den kürzlichen Tod seiner Tochter und die Geschehnisse in Beacon hat er den Bezug zur Realität verloren. Meiner Empfehlung nach sollte Detective Castellanos, die untere Hälfte ist abgerissen. Kann ich trotzdem nichts mit anfangen, den Comic-Kram finde ich beeindruckender. Nur Filme bezogen wäre wohl Star Wars eher mein Ding. Okay. Aber es war nicht die Klinik. Es war irgendwo anders. Sind Sie sich da absolut sicher? Ich weiß, was ich gesehen habe, verdammt. Es war die reinste Hölle. Eine vollkommen andere Welt. Und das alles passiert in der Klinik? Nein, verdammt. Hören Sie mir überhaupt zu? Mir ist klar, dass Sie einiges durchmachen mussten. Das war die Therapie, zu der Sie mich geschickt hatten. Scheint ja wunderbar funktioniert zu haben bei ihm. Ach ja. Der hat sich den nur dann halt selber therapiert, sprich einfach nur gesoffen wie ein Loch, was er eh schon vorher gemacht hat. Komm jetzt, nimm mich raus hier aus dem Loch. Oh oh. Komm jetzt denn hier, nimm mich raus. Und Star Wars ist definitiv ach mein Ding. Star Wars ist ach genial. Damit bin ich halt ach aufgewachsen. Ah, da ist was. Doch nicht. Oh. Und ist du wieder so Gestalt so hässlich? Nee. Heidewitzka. Also um das abzuschließen, bei den Marvel-Filmen freuen sich halt viele Leute. Und man sieht halt mehr das Negativen beim Veröffentlichungen. Naja, wie gesagt, also ich finde es einfach zu viel. Wenn jetzt Emul Enna alle 2-3 Jahre rauskäme, da wäre es ja auch wieder was Besonderes. Aber durch diese Gib dem Volk, was es will Einstellung ist es halt einfach viel zu viel und es nervt die meisten Leute dann deswegen einfach. Finde ich zumindest jetzt einfach so. Ich denke mir halt auch immer, boah, schon wieder ein Hobbit oder so. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Aber sorry, aber zwischen Herr der Ringe und Hobbit lagen jetzt über 10 Jahre. Also, bitte. Also, das ist ja nicht damit vergleichbar. Bei dem Marvel, da kommen ja wirklich jährlich 3-4 Filme raus. Und beim Herr der Ringe, das war vor über 10 Jahren. Das war 2001, 2002 und 2003. Und die Hobbit, die waren 2012, 13 und 14 oder so um den Dreh. Also, sorry, das ist so was ganz anderes. An dieser Version der Realität festzuhalten. Wenn wir sie von diesem Gedanken befreien, wird es vielleicht leichter für sie. Das ist ja nicht mit dieser Überquantität von Marvel-Filmen zu vergleichen. Oder wusste er mehr als ich? Zumal Peter Jackson absolute Scheiße gebaut hat bei den Hobbit-Filmen. Also er hat... Der erste war in Ordnung und 2 und 3 war dann richtig kacke. Doch, das ist richtig verschisse hier. Also das war auch nichts Wirkliches für mich. Das war keine Umsetzung von dem Buch, was ich als erstes als Kind gelesen habe. You cannot keep me here. Du kannst mich hier nicht halten. Hier nicht festhalten? Ja. Achtung, dreh dich um.
Und das kleine Haus, das kleine Häuschen, macht hier schon Hauptstory oder was? Ja, hier gibt's nämlich gekarrt. Gewitter du nach Keidel nach einmal. Und hier gibt's... Oh, oh, hier rennt irgendwas mit schwerem Arsenal durch die Gegend. Oh, Mann, um Meter. Aber das scheint ja auch wieder ein wichtiger Punkt in seinem Leben gewesen zu sein. Diese Therapie Nachbieken, die anscheinend nichts gebracht hat. Jetzt hocken wir uns mal wieder in den Rollstuhl rein. Mal abwarten, was jetzt kommt. Ah, ne, Dia haben wir hier. Sehr schön. Okay. Dann bin ich ja auch mal gespannt. Das kann nicht sein. Ha. So kommt man anscheinend an Diastra. Da sitzt da wieder der Bastel. Achtung. Was kommt? Was kommt? Da sitzt er, ja. Achtung, nicht, dass wieder dieser Samantha da aus dem Brunnen rausgekrabbelt kommt jetzt. Mit einem lauten Schrei. Oh, nee. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst, dass die wieder kommt. Die verzerrte Schwester von Ruvik. Ich hab's doch echt gewusst. Was zum Teufel geht hier vor? Oh, da sind wir dann. Ah, wir sind immer noch in dem Heisel drin. Aber jetzt geht's wieder. Waren das nur Erinnerungen? Never forget. Niemals vergessen. Was gibt es? Sebastian, alles in Ordnung? Ja, Deine war Werte offensichtlich. haben verrückt gespielt. Du hattest fast einen Herzstillstand. Ich habe Beacon gesehen. Ich war wieder dort. Wie kann das sein? Dieser Stem ist völlig neu. Keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Gott, ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Hier ist es schon schlimm genug. Ich will die Vergangenheit nicht immer wieder erleben. Da ist rotes Gel. Dieser Ort spielt mit mir. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss Lilly finden. Rotes Gel. Diese geheimnisvolle blutrote Flüssigkeit wird verwendet, um gesperrte Fertigkeitsabwehr. Schön. Okay. Jetzt gucke ich gerade nochmal drauf. Das war die letzte Hütte hier. Dann muss ich noch die Front hier überprüfen. Eieieiei. Also da habe ich echt noch zu tun. Da bin ich gerade froh, dass ich einen 4-Stunden-Livestream mache. Jetzt mal ohne Witz. Da hätte ich ja ewig verbringen können beim Let's Play. Sagen wir mal pro Let's Play 20 Minuten. Das sind 3 Let's Plays pro Stunde. Das wären 12 Let's Plays. 12 Let's Play-Folgen. Nur hier im Dorf rumgekaspert. Die 4 Stunden. Muss man sich mal geben. Das wären 12 Episodenwochen. Oh Mann, oh Meter. Also du geht's mal nicht rein. Ja, das ist das Haus. Okay, ich gucke mich jetzt mal um, ob ich da reinkomme irgendwie. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Für die Zeit von dem Livestream wären es ansonsten 12 Let's Plays Woche. Also Episode. Schon heftig. Wie er den Müll durchsucht. Verschießpulver, der Widerling. Oh, hier ist auch noch was drin im Laster. Ein paar Waffeteile. Und eine Flasche, die ich nicht brauche. Okeli dokeli. Und da komme ich nicht rein in das Haus. Oh. Mein Fernseher schaltet sich sonst ab. Das ist auch schon ein bisschen länger, wo ich hier dran sitze. Von daher macht der dann in 60 Sekunden Automatikausschaltung, wenn man zu lang dran geguckt hat. Oh, da ist noch einer. Naja, jetzt ist er tot. Sehr schön. Was lauert nach so einem Freak einfach in Kiste hier? Und Flasche.
Nichts mehr. Gut, dann kommt man in das Haus ganz offensichtlich nicht rein. Das heißt... Moment mal. Gehe ich überhaupt richtig? Nö. Da gehe ich nicht richtig. Gehe ich da richtig? Nö. Gehe ich auch nicht richtig. Da muss ich so entlang. Genau, das ist die Richtung, wo ich hier sollte. Jawohl. Ja, dass ich da wo irgendwo ganz anders hingehe, wo ich gar nicht hingehöre. Ich muss ja erstmal die Gebiete, die ich schon habe, hier durchsuchen. Weil ohne Witz, das ist ja riesengroß. Und wenn in jedem Haus einfach mal irgend so Kleinigkeiten auf einem wartet. Und wenn es nur ist, um mit Dia zu kriegen und dann einen Einblick zu kriegen in Sebastians Therapiezeit. Das ist schon cool. Das ist zwar alles optional und ich finde es trotzdem saugut, dass man hier so viel Schönes mitnehmen kann. Also, dass man hier so viel Optionales mitnehmen kann. Ob das jetzt schön ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall schön gemacht, dass man dann die Möglichkeit dazu hat. Das ist auch schon etwas, was ich im Vergleich zu The Evil Within Ends wesentlich besser finde. Dass es hier einfach die Chance auf Sidequests gibt. Das macht mir hier immens Spaß, muss ich sagen. Man nimmt sich einfach die Zeit, man geht hier rum und guckt sich's an. Und dann erfährt man auch wieder was über die Story, beziehungsweise über die Background-Story von dem Charakter. Das gibt dem Charakter auch wieder ein bisschen mehr Tiefe. Da ist es nicht einfach nur der blöde Bastel, der hier rumrennt und der Held markiert, sondern es ist ein Mensch mit Gefühle und mit Vergangenheit. Und das macht ihn danach aus. Ja, ich habe doch sowas geahnt. So, stichen ab. Geht doch. Warum ahne ich sowas einfach nur? Wenn ich hier irgendwo Leiche liege sehe, genauso wie die hier. Ja, man macht's halt einfach. Man sticht die halt einfach ab. Fertig. Dann sind sie auch keine Störungen mehr. Der ist schon abgesabbert. Ja, der ist schon abgesabbert. Alles klar. Gut. Da habe ich aber wieder jede Menge Gel. Da kann ich eventuell noch was reißen am Ende von der Episode. Oh, Moment. Mehr möchte ich erstmal gar nicht. Mehr brauche ich auch gar nicht. Erste Mal. Da kann ich noch eine Pflanze abstauben. Ah ne, ich habe gedacht, das wäre Engelsstatue. Ups, oh, du bist du. Ah, das ist wieder diese Gollum-Tante. Ach, wäre sie doch nur schneller tot. Komm her, Gollum. Meine Fresse. Aber so ist die noch erheblich hässlicher. Und die bringt immerhin 1200 Gel. Das ist echt nicht schlecht. Der hat was bei sich hier, der Tote. Tasche verbessert. Tasche für Pistolenmunition. Diese Nylon-Tasche wird verwendet, um zusätzliche Pistolenmunition mitzuführen. Das ist sehr cool. Taschen für Pistolenmunition 1 von 5. Bei der Schrotflinte waren es 4. Steht schon nochmal auf? Ne. Der steht nämlich auf. Das war eine Flasche einfach nur dahin. Da komme ich nochmal rein. Und rums. Bin ich mal gespannt, was hier drin abgeht. 336 Cheddar Avenue. Mal abwarten, was hier drin abgeht. Oh Mann. Electric Avenue. Jetzt habe ich den Scheißdreck durch den Kopf. Das blöde Lied. Stirb! Okay, die ist schon tot. Na gut, dann jagt er mal eine Spritzelrei zur Feier des Tages, weil hier haben wir noch Annie. Sehr schön. So viel zu, man findet mehr Zeug beim Einsteigermodus. Das ist doch schon recht praktisch. Dann, hier fusselt nur die Glühbirnen. So schaut's hier aus. Kommt jetzt irgendeiner aus dem Schrank rausgegammelt oder so, oder? Ah, hier gibt es noch einen Hinweis anscheinend oder Information. Oh. Was geht hier vor? Was geschieht hier? Tagebuch einer Frau.
Der letzte Eintrag in diesem Tagebuch mit unsicherer Hand geschrieben. Da ist irgendwas mit mir in diesem Haus. Ich kann es nicht sehen, aber ich spüre seine Anwesenheit. Ich glaube, ich will es auch gar nicht sehen. Ich kann draußen diese furchtbaren Dinger hören. Sie sind überall. Ich habe Angst, rauszugehen, aber ich habe auch Angst, drinnen zu bleiben. Ich zittere, aber nicht vor Angst. Warum ist es plötzlich so kalt geworden? Verdammt kalt hier. Aha. Rodemol, wer hier gleich als Freako erscheint. Welche Dame oder ehemals Dame als Mutant zurückkommt. Nee, keiner im Schäm des Schrank. An. Wie schaut's aus? Aber Mann. Knecht, wie sieht's aus? Ist hübsch. Wow. Wie die sich bewegt hat. Anna. Okay, das war jetzt echt ranzig, wie die sich bewegt hat. Und wieder irgendwas Eigenes. Oh, nee, da ist er wieder. Oh, was ist Igitt? Es ist hinter mir her. Ich muss hier raus. Nein. Oh, okay, die ist echt eklig. Das ist doch die Braut, die der Künstler gemacht hat. Oh, ist das eklig. Wie singt, Alter. Alter, es ist ranzig. Mist, braucht eine Schlüsselkarte. Natürlich. Oh, scheiße. Oh, jetzt habe ich gerade das erste Mal ernsthaft wirklich Schiss gerade in dem Spiel. Oh. Ja, jetzt passt mein Titel Symphonie des Grauens tatsächlich. Und wie schräg die auch singt und summt. Das ist so ochseräudig, Mann. Du müsstest mal Dead by Daylight spielen. Da ist eine Killerin dabei, die auch immer summt. Also das Summe trägt auf jeden Fall nicht gerade zu meinem Wohlbefinden bei. Aber das Allerekligste ist definitiv die Bewegung von der Frau. Also die Bewegungen, die die Frau macht, das sind die heftigste. Diese zuckende Marionette-Bewegungen. Oh Gott. Jetzt hat sie mich gesehen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Jetzt Rennbastel. Ih. Lass mich in Friede, du kotze Tante. Ih. Lach nicht. Lach nicht. Hör auf. Oh Gott im Himmel. Ja, das ist schon übel hier bei derer. Boah, und die Karte habe ich immer noch nicht gefunden. Ich glaube, das verschiebt sich gerade ein bisschen mit Ende des Streams. Oh Gott. Nein! Voll vor die Alt gerannt. Wie die auch noch seinen Namen ruft. Oh, Moment, da war doch was zum Aufmachen hier. Wenn ich hier die Schlüsselkarte eventuell... Ja.
Das ist aber auch die, die wir in Beacon gehabt haben. Schlüsselkarte für abgeriegelte Krankenstation. Diese Sicherheitskarte öffnet die verschlossene Tür zur abgeriegelten Krankenstation. Sie kommt dir irgendwie bekannt vor. Ja, auf jeden Fall. Nein! Da ist sie wieder. Wow. Sebastian! Alter, ist die eklig. Alter, ist das eine eklige Tante. Jetzt aber fix, jetzt aber fix. Jetzt aber echt fix und raus hier. Ja, das ist die aus der Beacon Nervenklinik. Auf jeden Fall. Und jetzt raus. Renn, 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 renn. Ein Schluck Wasser dringend. Alter Falter. Also das war jetzt echt heftig. Nein. Das war... Was war das? War das real oder nur in meinem Kopf? Also das war jetzt meiner Meinung nach die heftigste Szene im Spiel bisher. Noch ein Dia. Der Text dazu ist wie bei alle anderen Dias. Ach, mit Relikt wegen Handy, Kamera und Pipapo, ne? Relikt vor der Zeit. Ach ja. Wow. Gewittertuner Keitel. Und du hast noch Nägel. Ich habe schon echt gedacht, die anderen Dinger verschieben sich jetzt ewig. Was ist da, die anderen Dinger verschieben sich jetzt ewig? Als wäre es ein Fernsehprogramm. Ich habe echt gedacht, das Ende vom Stream verschiebt sich jetzt stark, weil ich nicht gewusst habe, wie lange ich dort drin bin und wie oft ich hier verrecke werde. Aber es sieht wohl eigentlich ganz gut aus noch. Jetzt mag ich da noch zu der Häuserei gehen und gucke, was ich hier noch finde. Und dann mag ich eigentlich speichern und beende erst einmal. Ja, da geht es zum Beispiel gar nicht rein. Das muss man ja auch immer mitrechnen, dass man da irgendwo nicht durchkommt. Eben weil die Häuser geschlossen sind oder so. Okay, da stolpert noch so ein Einzelner durch die Gegend. Huch, was macht dann der da? Schießen einfach mal in den Buckel. Oder schießen seinen Arm ab. Gut, das war der. Und die zündet sich selber an. Das ist auch gut. Da brauche ich eine Kugel dafür, das ist sehr angenehm. Und mit dem Gel können wir auf jeden Fall was anstellen. Das ist schon mal sehr gut. Und die gibt auch nochmal 200 Sub. Grüni Waschsub. Und da kommen wir nicht rein, oder? Schade. Da auf der Veranda ist aber noch eine Pflanze. Die können wir stibitzen. Und da in das Häusel, da kommen wir nicht rein. Aber da ist noch eine Werkstatt, glaube ich. Also so eine kleine Garage. Natürlich. Kleine Garage geht zu und die stehen wieder auf. Achtung. Achtung, ihr steht wieder auf. Zumindest du da drüber. Ja. Das war mir schon klar. Und jetzt wirst du abgestochen. 4-mal mit dem Messer getroffen und dann war's das. Dann hat sich das erledigt. So. Na, Sarah, stehst du nochmal auf? Und da draußen sind anscheinend noch irgendwelche Kings, die es auf mich abgesehen haben. Okay, Schießpulver. Campingstuhl. Der ist sowieso kaputt. Okay, das sieht doch soweit gut aus hier. Machen wir nochmal hoch das Ganze. Hopp, Ochs ist hoch, Kerl. Und wie schaut es dann noch weiter aus hier? Ich glaube, ja, das war das erste Mal. Ich glaube, weiter geht's erstmal nicht hier. Dann kann ich auch wieder zu dem ursprünglichen Schlupfwinkel zurückkehren, finde ich. Ah ne, die ist schon tot. Okay. Dann kann ich nochmal zum Schlupfwinkel von O'Neill zurückkehren. Der ist einfach nur die Stroßrunner, genau. Einfach nur die ganz Stroßrunner. Na, ich finde, da haben wir schon... Also da habe ich jetzt schon einiges durchsucht. Ich weiß mal so anguck. Ja, das Gebiet hier. Nicht schlecht. Können wir uns das Ganze dann beim nächsten Stream angucken. Und ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Wann der nächste Stream ist, achte doch einfach bei mir auf meiner Facebook- und auf meiner Twitter-Seite. Da werde ich auf jeden Fall nochmal veröffentlichen, ab wann der nächste Livestream kommen wird. Es wird entweder
Nächster Freitag, also Freitag in einer Woche, vor allem, Freitag in einer Woche kommen. Also kommende Freitag. Oder es wird Samstagabend. Nee, Quatsch, Samstagabend geht auch nicht. Oder es wird wieder Sonntagabends erscheinen. Muss ich gucken. Entweder der Freitag oder Samstag in einer... oder Sonntag wieder in einer Woche, genau dann. So. Also entweder genau in einer Woche oder kommende Freitag. Okay. Jetzt stellen wir noch ein bisschen Zeug her. Schrotmunition auf jeden Fall. Ah, Moment. Da kann ich auch die Höhe bestimmen. Das ist natürlich praktisch. 9, mehr geht nicht. Okay. Und hier können wir... Ach, sehr schön. Schockbolze, mehr als 2 geht nicht. Und mehr geht hier auch nicht. Sehr schön. Waffeverbesserungen. Machen wir doch hier mal die Feuerkraft. Für mehr Schaden bei der Schrotflinte. Das braucht 120 Teile. Ja, da habe ich leider kein hochwertiges Teil. Magazingröße. Feuerrate, Nachladezeit. Könnte man die Magazingröße noch ein bisschen verändern? Perfekt. Das passt alles. Gut, das haben wir schon gemacht. Dann können wir jetzt nochmal in die Spiegelreihe. Und können dann nochmal den Rest machen. Da ist der Spiegel. Sehr schön. Dann geht es jetzt nochmal da rein. Und zum Entsafter und Dias gucken. Sebastians Zimmer. Die Dias gucken wir uns jetzt mal. Hallo Ketzel. Und jetzt werden sich mal die Dias angeguckt, die neu sind. Das kennen wir schon. Oh, das ist Beacon Mental Hospital. Das ist ein Tatortfoto vom Enser, wo man reinkommt und überall ist das Geschnetzel. Was kann ich für dich tun, Sebastian? Beacon. Mein Leben geriet schon vor diesem Albtraum außer Kontrolle. Aber in Ruviks Kopf zu stecken, das hat mich verändert. Sie sagten, ich hätte mir alles nur eingebildet. Aber ich hätte mir das alles nicht erträumen können. Du brauchst mich nicht zu erinnern. Ich war auch da. Ja. Deine Leute bei Mobius hatten keine Skrupel, dich in Gefahr zu bringen, oder? Vielleicht. Aber wäre ich nicht da gewesen, wären wir wohl nicht rausgekommen. Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich rausgekommen bin. Und jetzt bin ich in einem anderen Stem. Und ich bin immer noch da. Wir kommen hier lebend raus. So wie das letzte Mal. Ich hoffe, dass du recht behältst. Dann hätten wir noch eins. Home engulfs in flames. Raging fire kills child nanny. Police investigations. Das ist das, was zum Tod von seiner Tochter geführt haben soll, unsere Frau. Kein Frieden für die Ruchlosen. Was gibt's? Ich kann nicht glauben, dass Lilly noch lebt. Das Feuer. Lilly ist nicht im Feuer gestorben. Das weißt du jetzt. Sag das meinem Hirn. Und den Albträumen, die mich seit Jahren heimsuchen. Warum sie? Es gibt so viele kleine Mädchen auf der Welt. Warum meins? Eva. Ich weiß es nicht, Sebastian. Mobius hat Lilly entführt lange bevor ich dabei war. Ich weiß, du glaubst nicht an Zufälle. Aber vielleicht siehst du ein Muster, weil du es willst. Weißt du, manche Verbrechen passieren einfach. Ohne wirklichen Grund. Sie war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Nein, das kann ich nicht glauben. Wie Ich auch auch immer, nicht. Das Feuer ist eine Erinnerung, die du beseitigen musst, Sebastian. Es war nicht deine Schuld, dass es dazu kam. Und du hast Lilly nicht deswegen verloren. Vergiss das nicht. Okay. Mir gibt's erstmal nicht beim Dias. Aber interessant, was da für Dias abgespielt werden. Das ist schon heftig. Moment. Die Waffebank war ich gerade Eva. Und jetzt hier nochmal. Nochmal die Hirn, super. Mit der Tatjana wieder. Wo ist sie dann, die Tatjana? Nirgendwo zu sehen. Tatjana? Na da? Sie haben etwas mitgebracht. Einen Schlüssel? Alter. Das hat mich jetzt echt erschreckt. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung. Aber dieser gehört nicht dazu.
Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Na dann. Na los, öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben als hier. Machen wir mal so einfach aus der Mitte raus. Und 10 Schießpulver. Und dann machen wir noch hier den ohne rechts auf. Und eine Spritze. Na toll, die kann ich mir aber zu gegebener Zeit wiederholen. Okay, jetzt hier, Alter. Jetzt hat die mich echt nochmal verschreckt, die Alt. Gibt's doch gar nicht. Dann, was machen wir dann jetzt noch? Da könnte man 3000 investieren. Vitalität erhöht die Menge der regenerierenden Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Das ist auch nicht verkehrt. Athletik, das macht schneller. Ausdauerschub, Regeneration der Ausdaueranzeigen beschleunigt. Was haben wir hier? Reflexer. Chance, einem Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte, funktioniert nicht bei allen Angriffen. Okay. List. Schritte verursachen weniger. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung, Raubtier, Spezialfähigkeit. Gegner schnell nähern kannst, um einen Schleichangriff anzuführen. Unauffällig und unauffällig. Kampf. Nahkämpfe, darunter auch Angriffe mit Waffen wie Messer und Äxte verursachen mehr Schaden. Und verringert das Wackeln auf jeden Fall. Dann machen wir doch das hier. Und hier geringer Rückstoß beim Schießen. Ja, das Rumgewackeln ist schon besser. Drücke Dreieck beim Zielen, um dich zu konzentrieren und die Waffe zu verlangsamen. Drücke Dreieck erneut, um den Effekt zu beenden. Das ist ziemlich cool. Dann machen wir hier Schläger noch mit dazu. Was käme dann doch noch mit dazu? Wegtreten. Du hältst die Fähigkeit, benommene Gegner wegzutreten. Funktioniert nicht bei allen Gegnern. Wahrscheinlich ja bei so einem Ackermann-Science dann. Schusshaltung. Und hier ganz zum Schluss Kugelhagel. Eine begrenzte Zeit lang steigt der Schaden durch Feuerwaffen mit jedem weiteren Schuss. Der Effekt endet, wenn entweder die Zeit abgelaufen ist oder die Munition ausgeht. Nicht verkehrt. Dann lassen wir das erstmal so sein. Oder? Machen wir erstmal so. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und dann können wir bei List eventuell für 1500, ich weiß ja nicht. Machen wir erstmal mehr Energie, mehr Lebensenergie, das ist wichtiger. Erhöht die Menge der regenerierenden Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Da habe ich leider nicht genug Gel dafür. Trotz, wenn ein Angriff dir so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Gesundheit am Leben. Das ist auch ziemlich geil. Trotz 2, das ist echt nicht verkehrt. Zähigkeit. Ja, das, also Gesundheit ist echt nicht verkehrt, muss ich sagen. Dann könnte ich bei Athletik eventuell noch was skillen. Das Maximum dann hier. Und Heilung. Gerade mal so Interesse halber. Dann haben wir hier auch noch. Zweite Chance. Oh, das ist auch gut. Automatisch Spritze verwende. Heilung kurz vor dem Tod. Gesundheit schneller bei Heilung kurz vor dem Tod. Okay. Dann würde ich sagen, ich packe aber in Athletik jetzt erstmal was rein, damit sich mal Ausdauer auch schneller erhöht. Das kostet 4000, das kostet 12.000, das ist 5000. Okay, ich denke, da habe ich jetzt alles aufgebraucht, was ich habe. Und jo, ich würde jetzt einfach nur noch speichern gehen. Und dann würde ich an der Stelle auch den Livestream dann so allmählich ausklingen lassen. Ich denke, wir haben soweit jetzt alles gesehen, was wir sehen konnten. Und haben in 4 Stunden gespielt, was zu spielen ging, würde ich sagen. Ja, ich mag es überdrehe, überspiele, wie auch immer. Perfekt. Spiel ist gespeichert. Und ich würde sagen, wir kehren zum Titelbildschirm zurück. Und ich danke euch auf jeden Fall alle, dass ihr zum Livestream heute gekommen seid, auch wenn es nur kurz war. Oder die Leute, die von Anfang an mit zugeguckt haben und hier wirklich die ganze Zeit mitgeguckt haben, auch wenn sie nichts gesagt haben. Vielen lieben Dank, kann ja auch sein, dass ihr keinen YouTube-Account habt und einfach so reinguckt, weil ihr einfach nur so zuschauen wollt, ohne zu kommentieren. Es kann auch sein, dass ihr einen YouTube-Account habt und einfach nur zugucken wollt, ohne generell zu kommentieren. Das kann sein. Aber ich bin auf jeden Fall jedem von euch dankbar. Und ich mache jetzt gerade mal den obligatorischen Check. Mit 105 Abonnenten habe ich angefangen.
heute. Und ich bin noch bei 105 Abonnenten, alles klar. Gut, hätte es sein können, dass mich eventuell nochmal jemand abonniert hat. Aber das wollte ich einfach jetzt auch nochmal machen. Ich bin jedem von euch sehr, sehr dankbar. Es hat mir wieder tierisch Spaß gemacht. Und in der Videobeschreibung sind auch nochmal meine Twitter- und meine Facebook-Seite verlinkt. Behaltet die einfach mal in der Aare und im Kopf. Und im Laufe der Woche werde ich nochmal veröffentlichen auf Facebook und auf Twitter, ab wann mein nächster Livestream zu Let's Play The Evil Within 2 stattfinden wird. Das ist entweder am, wie gesagt, kommenden Freitag oder Sonntag, genau in einer Woche, könnte man dann sagen. Ich bin jedem von euch nochmal dankbar. Vielen lieben Dank, das Spiel macht tierisch Spaß. Und ich bin echt froh, das als Livestream zu machen und nicht als Let's Play, weil wie gesagt, mit den 4 Stunden, die wir heute gespielt haben, das wären 12 Let's Play-Folge Woche. Von daher, wir haben viel gepackt. Ich finde es interessant, auch wenn es wirklich sehr stark an der Ense erinnert. Trotz allem, schönes Spiel, sehr schön gestaltet, macht Spaß. Und mit den Sidequests werden wir auf jeden Fall auch viel zu tun haben. Deswegen sage ich euch jetzt alle nochmal einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war echt schön mit euch. Habt einen schönen Abend noch, habt eine gute Nacht. Und habt für morgen einen guten Einstieg in die neue Woche. Machen's gut, ihr liebe Leute. Und der nächste Stream kommt bald. Und ansonsten habe ich nochmal Let's Plays täglich für euch. Ayan Yankee.